Frau Gratas, danke dir. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Samstag. Ahoi und Servus. Weiter geht's mit Made of Scare. Made of Scare. Scare, doch. Walisisch schon mal gesagt gehabt, ist das. Wir waren halb durch, glaube ich. Zwei Zylinder meine ich, brauchen wir noch. Ich weiß nicht, ob das passt. Also ob zwei Zylinder, die ersten zwei, genauso lang dauern, um die anderen zwei zu finden. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir sind ungefähr halb durch. So grobe Richtung. Mal schauen, was wir noch machen. Also wenn es wirklich jetzt wäre, dass wir jetzt bei dem heutigen Durchlauf durchkommen und wir kommen ziemlich gut durch, sagst mal, dann suchen wir noch was anderes raus. Also ich habe definitiv vor, ein bisschen länger zu streamen. Das letzte Mal ziemlich kurz war. Aber gut. Fortfahren. Wir fahren fort. Ah, stimmt. Ähm. ich habe jetzt schon ein bisschen Hausflipper gespielt, wie man automatisch den Dreck wegmachen will. Ah. Ja, stimmt, da waren noch die Dudes am Händen, gell? Gerade war M. M für Mappe.
Hier hat man die. Ah, da haben wir schon zwei so Splitter gefunden von den Wappen, gell? Da brauchen wir auch noch zwei. Stimmt. Da war einer, den haben wir. Da können wir rein, den Schlüssel haben wir auch. Und hier war, glaube ich, auch einer, ne? Oder war hier der? Zwei haben wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, wir schauen mal. Also hier den Bereich können wir noch komplett machen, da waren wir noch gar nicht drin. Also, da werden wir jetzt mal ein bisschen rumstravanzen. Stravanzen. Ist das Brille dreckig oder ist das wirklich so milchig? Nein, das ist wirklich so milchig. Also die Typen waren blind. Aber anfällig auf Geräusche. Da rennt schon einer. Aber hier links kann man nicht. Na genau, hier links haben wir drin. Sind wir reingefallen. Okay, dann gehen wir jetzt mal einfach der. Why? Okay, ist zu. Ist es zu hell? Warten Sie mal. Grafik, Tastatur, Maus, Grafik. Phasing. Bedienung. Hm. Ja, müsste doch passen. Okay. Ui. Das ist aber scheiß reißt mich natürlich, ist ganz klar. Weißt, in anderem Mist. Neuer Schlüssel? Na, okay, dann da ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen das neue Vogelschlüssel. Haben wir nicht irgendeine Lampe gehabt? Ach, wir haben das Dingsbums da gehabt, das Gerät. Das war als letzte Notlösung. Wenn wir umzingelt werden. Umkreist quasi. Okay, hier drin gibt es ja viel. Lass mal laufen. Das ist, um den Dudes aus dem Weg zu gehen, oder? Haha. Lukas Will, hi, servus. Grüß dich. Mir geht's gut, mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren, wirklich nicht. Hoffe selber auch gut. Ich hat's gerade gerissen, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen. Na, aber so wie gesagt, passt alles. Ich wünschte, ich hätte aktuell mehr Zeit, dass ich. Oh Gott, ist da viel. Mehr online sein könnte. Heute bin ich länger da, definitiv. Heute mal wieder. Ich sage, ich hoffe, dir geht's auch gut. Hoffe ich doch. Wie war die. Täusche ich mich jetzt oder? Letztes Mal, glaube ich, warst du kurz da, weil du lernen. Irgendwas hast du gelernt gehabt, hast du gesagt gehabt. Weißt du schon irgendein Ergebnis? Also täusche ich mich jetzt? Ich bin gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, das warst, glaube ich, du. Ich meine schon. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen oder. Hat nicht geklappt. Ach, scheiße. Was war das? Du hast nur geschrieben gehabt, dass du in der Prüfung hast, aber ich glaube, du hast sogar gesagt, was? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ui.
Moment. Was für Abschlussnoten ist die deutsche Note verbessern? Ach so, okay. Na gut, aber das finde ich cool. Also generell, ich meine, gut, wenn sie geglaubt hat, ist natürlich schlecht und schade. Aber, was ist das Realschul, Abi, Studium, was ist das genau? Das macht ja einen Unterschied. Realschule, okay. Wie kommt man die verbessern dann? Sind das so Zusatzaufgaben dann? Also Realschulabschluss habe ich quasi selber, also ich bin auch nicht anders. Aber das hier ist ein bisschen ekelhaft. Alter. Ja, ich musste dann dichter mit Jahreszahlen und Werken lernen. Das wurde dann Ach Gott. Also ich bin bestimmt nicht der Schlechteste in der Grammatik und der Schlechteste im Satzbau und Zeug. Aber so Zeugs. Ich glaube, da wäre ich so dermaßen durchgerasselt. Also, auch wenn ich das lernen würde, das Problem ist, mich würde schon gar nicht interessieren. Also, die Jahreszahlen, wenn jemand das gefällt, okay, kein Thema nicht. Die Dichte, alles schön, nice. Wenn jemand die Dinger, die Werke dazu kennt, finde ich super. Also ist bestimmt nicht schlecht. Aber ich kann mir sowas nicht merken. Also ich bin da wirklich... Reine Zahlen gingen eher. Nach 10 Stunden Lernen am Wochenende kam dann raus, dass etwas ganz anderes dran kam, was meine Lehrerin auf den Lernzettel geschrieben hat. Und somit war das Ganze leider an sonst was in diesem Fall nicht an mir liegt. Gut, okay. Das ist noch... Ich sage ja, ich finde es generell schon cool, wenn du das verbessern wolltest, sage ich jetzt einmal. Also das ist ja... Machen die meisten auch nicht. Sowas bin ich auch ganz schlecht. In Richtung Geräusche gehen. Aber ich wollte sagen, bist du dann Realschule komplett fertig? Weil muss ja fast, das Abschlusszeugnis sagst. Aus. Bist komplett fertig, okay. Was hast du dann so, welche Richtung magst du gehen? Also, ich sag mal, weitermachen mit der Schule oder auf Ding oder auf irgendeinen bestimmten Beruf? Welche Richtung, das meine ich? Da, oh mein Gott. Komm gar nicht weiter weg. Angehender Polizist. Ah, sau nice. Okay. Cool. Also angehen, dann hast du quasi die Stelle schon. Finde ich super. Ist vor allem nicht so leicht, also dass man da nochmal wird, was ich weiß.
Also eine Freundin von mir wollte das auch machen. Die war, also einfach von der Größe her war das schon das Problem. War das erste schon mal ein bisschen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich nicht hinkomme. Das kommt doch von da. Ah. Notenblatt, Mathilda Norton. Okay. Erst einmal 3. Was ist denn als Polizist, sagst du, wirst du was? Was ich hauptberuflich mache, es nennt sich Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Das ist mein Haupt, also wir machen die... Oh. Das Thema Bewässerungstechnik ist bei uns ganz stark vertreten, sage ich jetzt mal. Aber... ja. Das ist meine Richtung. Also, und da, ich meine, Twitch, das Streamen hier ist ja mehr so Hobby, sag ich jetzt mal einfach. Ich meine, wenn es irgendwann mal vielleicht mehr wird, weiß ich nicht, was ich mache, aber das hat Zeit. Das typische Ding ist der Blick um den Monitor rum. Dann sieht man mehr, das ist wichtig. Jetzt sind wir da. Okay. Aber ich sag mal, ich wohne quasi nicht in der Polizei, sagen wir es so. Luftlinie 50 Meter vielleicht. Da geht's auch lang. Ja, ich sag mal, fehlt da nichts. Also das ist kein Thema nicht. Von dem her. Also was heißt, wie sagt man so am Blödsinn? Also die haben... Ich habe noch keine Probleme damit, sagen wir es so. Und umgedreht quasi auch nicht. Wir hatten Gott sei Dank auch noch keine Probleme, wo wir das recht braucht hätten. Das ist das Gute dran. Einzige... Was habe ich gehabt bis jetzt? Ich habe mal ein Ding mit der Grippe einmal zu tun gehabt, das war ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, aber es war nichts Besonderes, es war einfach nur ein Brand quasi bei uns in der Nähe. Den habe ich halt zufällig gesehen in der Nacht beim Heimfahren, haben dann quasi dann gemeldet gehabt, da die Leute dann rausgekriegt. Dann bin ich zur Polizei quasi hoch und habe quasi Grippe halt meine Aussage ausgekommen, sag ich jetzt mal. Das war ganz interessant zum Anschauen oder zum Mitkriegen. Aber sonst bin ich da ziemlich unerfahren, sage ich jetzt mal. Aber Bekannte von mir, ich bin ja quasi aus Niederbayern, Oberpfalz, also aus dem Eck. Und in Niederbayern haben wir ja unter anderem quasi in Straubing als Gefängnis. Und da arbeitet eine Verwandtschaft von mir.
werde ich mir das vielleicht dann bei Gelegenheit einmal anschauen. Dass wir das einen Tag der offenen Tür wieder haben, wenn das Corona-Zeug mal irgendwann vielleicht rum ist. Das sieht mich nämlich schon mal, wie dieser Aufbau ist. Aber gibt es da verschiedene Fachrichtungen als Polizist, sag ich jetzt mal? Also bist du da irgendwie, ich meine, es gibt einen Streifenpolizist, das weiß ich, da gibt es ja gar, geht dann weiter in bestimmte Bereiche, aber direkt Ausbildung ist immer am Anfang, denke ich mal, allgemeiner, oder wie nennt man das dann, oder ist das, nennt man das der Streifenpolizist? Oder bin ich da falsch, oder wie beschimpft sich das, sag ich jetzt einmal? Bleib mal draußen, bitte. Hier rennen vielleicht ganz schön viele rum. Erst bin ich noch mitten in den Einstellungstests und kenne mich da noch nicht so gut. Ah, okay. Ja, es ist ja kein Problem. Ich glaube, die Tests sind schon. Also ich glaube vor allem die körperlichen Tests. Glaube ich, ja. Ja. Glaube ich. Sporttest ist dann okay. Du blöder Penner. Oh Gott, also der Typ da. Hat er mit erwischt, also. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Wieder mitnehmen? Nee. Ich hab das scheiß Rad jetzt nur geholt, dass ich mich erschrecken lasse. Ernsthaft? Kann ja nicht sein, oder? Ich meine, Ehre an das Spiel, also ohne Scheiß. Aber... Nee, da ist auch aufgegangen, oder? Ja, doch, der war schon offen. Hä? Ist der laut? Kurz warten. Ist er weg. Ist es die Tür da hinten offen? Ist das, was man das Spiel sagen will? Was ist die Tür jetzt offen da? Könnte, ne? Dafür rennt jetzt einer mehr rum. Ja, das ist er, ne? Wieder rumlehnen, dann sieht man besser. Also, wo ist der jetzt herkommen?
brauche halt was zum Heilen. Das Akku wird ziemlich laut. Hab nichts, ne? Wo ist das Inventar eigentlich da? Ah, scheiße. Also ich habe nur die Waffe da quasi. Die Kugel, mit der kann ich mich noch wehren. Ich brauche halt so ein komisches Tonikum oder sowas, so ein Nervending kommt, also ein Schnaps wahrscheinlich, denke ich mal. Um mal zu sagen. Das weiß ich gefunden, nicht? Aber gut, dass wir jetzt hier reinkommen, das passt. Da hier können wir rum. Wollen wir hier rum? Hier wollen wir rein. Hier ist der Adlerschlüssel, da kommen wir nicht rein. Kommst du nicht rein? Vielleicht da. Und hier gibt es auch noch was. Gibt es ein Horrorspiel, das du vom Spielen besonders gruselig findest? Also gruselig, ich sag mal, also ich mache einen Unterschied zwischen, nimmt dich physisch mit, sag ich jetzt mal, oder einfach psychisch mit, psychisch eigentlich, sag ich jetzt mal mehr, oder du erschreckst dich. Also so Jumpscare-Spiele sind ganz lustig, aber direkt mitnehmen, mich reißt halt dann, sag ich jetzt mal, in dem Spiel, aber dass ich dann da irgendwie noch danach irgendwie stundenlang Angst hätte oder sowas, oder mich nicht mehr in den Keller runter trau. Sowas nicht. Also, was ich aber. Also, was natürlich damals ziemlich stressig war, fand ich, wenn es halt wirklich ein Horrorspiel ist, mag ich sagen, die Alien Isolation. Fand ich damals relativ stressig. Aber. Also, ich habe noch. Das Ding war damals gerade noch ein bisschen komisch, das, wie das heißen, der Dark Occult, also Conjuring, glaube ich, war der alte Name. Das war noch ein bisschen krass, war bloß weil die alte quasi die Hexer immer irgendwo gespawnt ist vor dir, ohne Vorwarnung. Das war teilweise extrem buggy noch dazu. Ansonsten habe schon einiges gespielt, also filmmäßig weniger, sage ich jetzt mal. Spielmäßig eigentlich, mei, weiß es gar nicht. Was habe ich noch alles? Ich habe noch einiges, das ich noch nicht gespielt habe. Und es kommt bei laufend mehr. Also ich finde tatsächlich die so in die Richtung. Also was ich sehr gern mag und was ich sau cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer so die so Survival-Horror, man kann sie nicht wehren. Wenn hier quasi sehr, also du hast eigentlich nicht wirklich die, aber es ist relativ leicht tatsächlich jetzt hier, finde ich. Also relativ leicht, wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich, aber relativ leicht. Zum Beispiel Haunting Ground war sau cool. Das war so ein Spiel für die PlayStation 2, das hast quasi ein Mädchen gespielt. Also kannst dich quasi auch nichts wehren. Hattest allerdings einen Hund. Und der Hund, der war dann so, der konnte dir quasi helfen, kurzzeitig. Der ging dann irgendwann, wenn er zu viel Schaden genommen hat, quasi ist er dann liegen geblieben, so für eine Echtzeit 20 Minuten, sag ich jetzt mal, dann ist er wieder gekommen. Aber da war es ja quasi so, dass zum Beispiel das waren nur 5 oder 6 Gegner. Und die waren halt einfach, zum Beispiel Zimmermädchen war dabei, also die Magd, sag ich jetzt mal, die ist hier gestanden, hat Betten gemacht, hat quasi ganz normal mit dir geredet, im nächsten Moment ist sie quasi mit so einem riesen Glassplitter nachgerannt. Da musste ich quasi auch nur verstecken. Das fand ich damals schon ziemlich krass. Ist eins von meinen absoluten Lieblingsspiele, sag ich jetzt mal, in dem Bereich. Ich sage mal, wenn so ein Spiel schafft, dass mich erschreckt oder dass man wirklich dann nicht wohl ist, dann haben sie es gut gemacht. Also nehmen wir gern, also wenn du irgendwelche Spiele im Petto hast, die ich vielleicht nicht kenne, hau raus. Ich kenne viel, aber alles kann ich nicht kennen, das ist unmöglich. Ach, hier waren wir. Wo ist denn das? Ach,
Der Bereich ist das, okay. Ich renne eigentlich in die falsche Richtung. Ja, Resident Evil kenne ich. Also die habe ich tatsächlich am Kanal schon ziemlich alle durch. Also ich habe die, was haben wir noch nicht gespielt schon? Also ich sage mal die Remakes, das Zero, das 1er, das 2er, das 3er, das 4er, das 5er, das 6er, das 7er, das 8er, Village auch vor kurzem. Dann, was ich noch machen will, oder was ich noch nicht gespielt habe, vor allem so ein Revelations 1 und 2 habe ich noch, das will ich noch machen. Code Veronica habe ich nicht, wobei da muss ich schauen, Code Veronica muss ich die PlayStation 2 wieder ausgraben. Das gibt's für PC, glaube ich nicht. Aber das Village World, das 8 war halt. Also es war echt mal wieder ein Spiel, wo ich dann 4-mal durchgespielt habe. Also auf normal, dann einmal haben wir es mit dem Messer versucht, reiner Messer ran. Dann haben wir es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, haben wir noch alles gesammelt. Also das 8 habe ich komplett durch. Warte auf die DLCs. Vom 7er fehlen mir die DLCs noch, die habe ich nicht. Die muss man mal besorgen, wenn ich die mal irgendwie günstig in die Finger kriege. Silent Hill, die alten, würde ich auch mal gerne wieder spielen. Silent Hill war krass. Silent Hill ist eine Serie, finde ich. Die schon sehr, sehr gut machen, wenn es ums sag mal, Erschrecken geht. Wollen wir das so hin? Rechts darum, ne? Da mal rein. Na, sagst du Five Nights at Freddy's? Habe ich tatsächlich. Das wäre sogar was Neues jetzt. Oh, I despair of that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point, at the mercy of when I choose to provide its sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way. Some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Der war jetzt mitteilungsbedürftig. Dann gleich damit, ich schau mal kurz nach. Ich hab, glaube ich. Hab ich FNAF? Ich glaube nicht. Na. Hast du mir aber jetzt gerade tatsächlich was gezeigt, dass man das gleich mal aufschreiben muss. Five Nights. Ich kenne mich aber mit den Teilen nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da Help Wanted, Five Nights at Freddy's Help Wanted, laut. Scheint wohl neuer zu sein. Tut mal auf die Wunschliste drauf, dann sehe ich's. Aber habe ich tatsächlich selber nie gespielt. Also ich kenne ein paar Szenen davon. Ich kenne das standardmäßige Lied, das bla 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 for a bite, sag jetzt mal. Finde ich ja cool.
Aber hab's noch nicht gespielt, tatsächlich. Ich mag also Zeug, also ich liebe also Dinger Moment, ich muss wieder umschalten. So Sachen wie, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin irgendwo draufgekommen, ne? Scheiße. Okay, fortfahren. Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert. So Sachen wie Phasmo, also Phasmophobia oder Devour oder einfach oder DBD, gut, ist jetzt nicht wirklich Horror, aber wo sind wir jetzt? Machen wir da? Ja, da haben wir, okay. Das Zeug mag ich halt schon, sagen wir es mal so. Aber man muss natürlich immer für Leute finden, die mitmachen, ist auch ganz klar wieder. Oder HSH, also Home Sweet Home, ist es rausgekommen, so Vive zum Beispiel, das ist so eine Multiplayer-Kategorie. Die kommen wir nicht rein, gell? Hier können wir rein. Ah, das war die Bibliothek. Jetzt warte mal. Hier, das haben wir noch nicht gemacht. Hier haben wir alles weit. Hier sind wir noch nicht durch. Hier können wir noch rein. Also wie gesagt, hast du Five Nights at Freddy's, also FNAF, hast du das schon mal gespielt? Und ich glaube übrigens, genau, weil ich muss mal kurz schauen, weil ich es gerade sehe. Ich glaube... Moment mal. Du hast den Sub verlängert, ne? Da kann man nämlich keine Meldung nicht rein. Ich glaube schon, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich denke ja. Danke dir auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ah, okay, ja. Ja gut, ist aber... Danke dir. Wenn du die Meldung haben willst, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich sag's nur dazu, weil ich habe das schon öfter gehabt. Es kommt immer unten der Punkt mit, wenn du quasi das machst, dann taucht im Chat, glaube ich, Teilen auf, unter anderem. Und da muss man dann draufklicken, dann erscheint auch die Meldung. Da sehe ich es quasi auch. Man kann auch still zappen. Da ist der Hintergrund, glaube ich. Hat Twitch zumindest mir so erzählt. Also gern draufdrücken, dass ich das sehe. Da will ich rein, okay. Wie kommen wir da rein? Oh, der geht weg von mir. Alter. Okay, ist wohl zum Thema leicht. Ja. Puh. Ja, wir sind ein bisschen angeschlagen. Wenn man quasi angeschlagen ist, dann hören sie uns leicht, weil wir die ganze Zeit so durch die Gegend grunzen. Habe aber leider nichts zum Heilen. Gehen wir hier gleich hoch. Ist hier keiner? Ach, da rennt er. Ich sage nochmal danke dir, auf jeden Fall. Aber zu Five Nights, hast du das gespielt selber? Also hast du das wirklich selber schon mal ausprobiert? Würde mich interessieren, weil ich habe eigentlich so vom reinen Gameplay her, was das Spiel macht, nicht wirklich einen Plan. Ich glaube, das ist in so einer Box drin und musst irgendwie die Viecher abhalten, oder? Sehe ich das richtig?
Ah, da muss ich hin. Da ist der Hebel. Das ist blöd mit der Sackgasse. Nein, ich meide Horrorspiele genauso wie Geisterachterbahnen. Also Geisterbahn habe ich... Gut, das ist keine richtige Geisterbahn, sag ich jetzt mal. Ich habe mir mal richtig wehgetan fast bei einer Geisterbahn. Also das ist mal die erste Story, sag ich jetzt mal. Weil ich damals mit meiner Freundin, also Ex-Freundin, sag mal, damals waren wir in einer Geisterbahn und die hat so extrem viel Schiss gehabt in dem Ding. Und ich wäre mal gestorben vor lauter Lachen, weil das Ding einfach so dermaßen läschig war, sag ich jetzt, weil das alles spät war. Aber eine andere Story davor, also als Kind war das einmal, da war ich noch relativ jung. Ich sag mal so im 13, 14 Bereich, glaube ich. Da war ja ziemlich ein Schiss, was das Thema angegangen ist. Ja, 13, mit 14 war definitiv noch ziemlich ein Schiss, was das angegangen ist. Hat sich dann ziemlich schnell geändert. Und dann ins andere Extrem, sag ich jetzt mal. Aber ich hatte, wir waren damals, was das geheißen, ich glaube Tal der Könige, glaube ich, das geheißen. Das war so wie nennen wir die Dinger, so eine Art Geisterbahn zum Durchgehen. Und die habe ich nicht geschafft. Ich bin nicht durchgekommen. Keine Chance. Also habe ich nicht gepackt. Also das war schlimm. Also ging nicht. Wir sind irgendwann, mein Dad hat damals dabei, was ich weiß, wir sind ab der Hälfte raus. Okay, gibt noch einen Schalter. Wir haben dann quasi in der Hälfte das Personal gefunden haben, der so eine Hintertür aufgemacht hat. Natürlich schon Zeit her, aber ja. Hat sich dann so mit 15, 16 ziemlich gewandelt. Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich alles so Splatter und Horror-Zeugs absolut geliebt, sage ich jetzt mal. Ich mag es heute noch saugern. Ach, da. Das hat vorher nichts. Ich war das hinten schon mal, dass ich vorher nichts gesehen habe. Irgendwas zum Heilen wäre trotzdem ganz cool. Wobei, es geht eigentlich immer am besten. Wenn man angeschlagen ist, dann ist man am vorsichtigsten. Doch, stimmt schon. Aber ich finde, das Spiel geht. Also gut, mir hat das Christen ganz klar. Aber ich finde so an sich vom Prinzip her finde ich gar nicht so schlimm. Also es hält sich im Rahmen, sagen wir es so, finde ich. Wenn die Viecher sind jetzt nicht so massiv gruselig, also irgendwelche Menschen mit einem Kartoffelsack über dem Kopf. Und es hält sich doch nur in Grenzen. Visage würde ich gerne als nächstes versuchen. Das soll ziemlich krass sein. Habe ich auch nicht gespielt, also. Gehen wir in die andere Richtung. Okay, tut er einfach selber, passt. Ich bin bei dem Spiel schon einmal durch die Map gefallen. Gehen wir mal zurück. Das halt bis aufgeht. Ich sollte vielleicht mal mit Horrorspielen anfangen, um irgendwann auch mal in die Geisterbahn zu gehen. Also eine Geisterbahn, die richtig, ich meine, in Japan, die haben an den Schulen so Zeug immer, was ich sau cool finde eigentlich.
Und es gibt ja so richtige Geisterbahnen, sag ich mal, wo wirklich so ein altes, verlassenes Gebäude hergerichtet wird, wo dann wirklich, also die irgendwo stationär sind, wo dann wirklich die auch gut geschminkt sind, die dich wirklich erschrecken und. Ich meine aber trotzdem, du weißt ja, du bist in einer Geisterbahn. Du hast ja Geld dafür bezahlt. Um dich quasi, sag mal, erschrecken zu lassen oder dich amüsieren zu lassen, sagen wir es mal so. Von dem her, was soll dann groß fehlen? Also. Und der Geisterbahn ist meistens doch nur relativ, ich nenne es mal nicht billig, sondern günstig macht. Also in dem dann quasi wirklich Jumpscares mit drin sind und so Zeug. Also ich war tatsächlich auch schon, ich glaube, ich war mein ganzes Leben in 3 Geisterbahnen. Einmal so mit 14, wie gesagt, Katastrophe. Dann einmal so, wirklich mit einer Freundin damals. Und ich glaube seitdem, oder 22 Mal, glaube ich auch nie wieder. Uiui. Könnte das blöd ausgehen. Aber ich sag mal so, in der Geisterbahn, du versäumst da nichts. Also. Zumindest wüsste ich nicht was. Why? Nein, wir haben gerade gespeichert, passt. Nichtsdestotrotz, why? Klar, das Ding macht die Geräusche, ist logisch. Kommen wir da angekleistert. Rennen wir einfach da rein. Nämlich safe rum. Scheißegal, wenn man da nicht reinkommt. Wohnen die da draußen jetzt? Ja, scheiße. Okay, doch, geht auf, Gott sei Dank. Ich dachte, die sind jetzt wirklich direkt vor der Tür und... Die sind direkt vor der Tür, okay. Also wenn du mit Horrorspielen anfangen möchtest, würde ich dir... Was könnte man empfehlen? Was könnte man empfehlen, was jetzt einmal nicht so tragisch ist? Also was wirklich, sag mal, ein bisschen, also, Gut, ich spiele es halt schon ewig, das Zeug. Und vor allem, was ist Horror? Ich denke mal, du hast jetzt weniger ein Problem mit Blut und so Zeug. Das hat eher mit dem Psycho-Zeug, denke ich mal, mit Psycho-Horror. Vielleicht eher dann. Psycho-Horror gibt es aber richtig coole. Aber ansonsten, was gibt es noch? Das Resident Evil-Reihe, Silent Hill-Reihe, die, was haben wir das letzte Mal gespielt gehabt? Das war also auch cool, nicht? Was gut ist, weil so Zeug wie Them and Us oder Daymare, das sind so Resident Evil-Kategorie, sage ich jetzt mal, geht in Richtung The Room ist kein Horror, das ist mehr so Putzel, sage ich jetzt mal, aber so ein bisschen düster angehaucht, von der Art her. Eher sowas wie FNAF mit Psycho komme ich eigentlich ganz gut klar. Achso, okay. Na gut, dann kannst du eigentlich alles spielen. Sag jetzt mal. Also FNAF, okay.
sage, ich hab's leider noch nicht gespielt. Also es soll krass sein, aber ich hab's noch nicht gespielt. Alter, das sind halt 2, 3. Ich geb gern. Ich hol mal runter. Unten haben wir nämlich noch eine Tür, die wir noch nicht gemacht haben. Dann gehen wir den zweiten hoch. Zweiten. Ach, Kacke, im Untergeschoss ist das. Ich komme da runter. Jetzt bin ich da. Okay. Jetzt sind die Türen offen. Okay, nice. Hier geht's hoch. Hier sind keine Treppen einzeichnet. Hier war der Eingang. Waren wir hier auch noch nicht drin? Ja klar, da kommen wir nicht durch. Logisch, da müssen wir da durch. Aber da war ich anscheinend schon mal. Ah ja, wahrscheinlich mit dem Gang da. Der Gang hat es wahrscheinlich mit aufdeckt. Hier geht's hoch zur Orgel. Hier ging es raus zum Garten. Genau hier. Und hier. War das hier? Wo es runter ging? Prinzipiell möglich. Dann müssen wir durch die ganzen Gärten durch. Machen wir mal. Schauen wir uns mal an. Vielleicht finden wir auch noch irgendein Ding, irgendein Tonikum. Es wird immer schummriger, das ganze Zeug. Also liegt das aktuell an unserer Verfassung? Kann vielleicht auch sein. Hier müsste es klarer sein. Ich habe einen Schlüssel gekriegt, genau den Krakenschlüssel. Hier müsste Garten sein normalerweise. Glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Jo. Machen wir jetzt gleich, dann müssen wir zurückrennen. Mit Horror bist du anscheinend aber ganz gut abgehärtet. Ich spiele schon lange Zeit und ich mag halt, also ich habe eine Zeit lang, ich muss sagen, nur Horrorfilme angeschaut. Ich liebe Horror, also ich mag es wirklich saugern. Ich mag die Filme, wie gesagt, ganz, ganz gern. Von dem er abgehärtet würde. Man kennt es, sagen wir es so, also abgehärtet weiß ich nicht, aber man kennt es. Und ich denke, es kommt immer darauf an, wie man hingeht. Klar, es gibt genug Spiele,
was mich reißt die ganze Zeit. Also ich meine, bei der Dark Occult, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch so ein Spiel, wo ich mir immer dachte, boah, ich mag nicht weiterspielen, weißt du, und alles, aber ja, cool war es trotzdem. Wobei, das habe ich tatsächlich nicht durchgespielt. Dark Occult, also eigentlich schon, hätten eigentlich nur noch raus müssen, sage ich jetzt mal, aus dem Haus, aber das war so, die Hexe quasi konnte mir so Talismanen abwehren. Ich hatte irgendwie so 9 oder 10, ich glaube 9 Stück oder sowas, oder 10 Stück sogar. Und es kommt eine bestimmte Traumsequenz. Man hat so eine Maske, das ist so ein Artefakt, das man verbrennen muss in dem Spiel. Und die Maske, in der quasi bist du in so einer Traumwelt unterwegs die ganze Zeit, wenn du die aufhast. Und das hat bei mir einen Bug gehabt, dass ich quasi meine Talisman verloren habe nach der Traumwelt. Ich hatte es davor, danach hatte ich es nicht mehr. Ich dachte zuerst, okay, das ist normal. Habe aber danach gelesen, es ist tatsächlich ein Bug. Es sollte nicht sein, die Talismane sollten da sein. Ist nämlich so an sich dann so gut wie unmöglich, das ohne die Dinger zu schaffen. Du brauchst 2, 3 Stück auf jeden Fall, um durchzukommen, sag ich jetzt mal. Es sei denn, du hast wirklich Glück wie Hölle. Ich hab's 20, 30 Mal versucht, glaube ich. Weil die spawnt immer wieder vor dir. Und dann musst du entweder zurückrennen, dann spawnen sie wieder vor dir und. Von dem her war das ein bisschen ätzend. Also da hat ziemlich schnell die Lust vergangen, also ziemlich schnell nach X Versuchen. So, der kommt in so Richtung, oder? Darum, das habe ich dann, ich sag mal, gerage quittet. Aber es war wirklich, ich habe nachgeschaut, das Spiel hat vielleicht noch 10 Minuten dauert. Einmal, du kannst halt speichern vor allem, es waren alle Türen zu. Also das wirklich auf einem Rutsch durch müssen. Das war nicht mehr möglich. Was ich aber auch gerne mag, sind so Stealth-Sachen, also sowas wie hier quasi. Dass ich einfach nur durchschleichen muss, ohne dass man gesehen wird quasi. Mag ich ja ganz gern. So wie Thief damals und so Zeug und. Fand ich schon nice. Oder schaffen wir das? Dann geht er weg, okay. Andere Richtung. Okay, einmal rum. Geradeaus und links eigentlich. Hier, ne? Schaut gut aus. Oh. Ich erinnere mich, hier war der Hund. Hier ist der Safe-Raum, den nehmen wir mit. Tonikum liegt hier keins, ne? Belastend. Belastend. Ah, jetzt genau, jetzt kommen wir durch den verbrannten Teil durch, oder? Oder so ein Friedhof? Ich weiß gar nicht mehr. Also hier waren wir schon mal. Ich renne jetzt quasi bloß einmal runter oder versuche runterzukommen in den Keller. Ja genau, das ist der verbrannte Teil. Einfach um... die eine Tür aufzusperren, was immer das da gibt da.
Was immer das ergibt da. Das ist schweres Deutsch. Was immer da auch gibt. Gäste darunter. Nö. Okay. Hier ist mal nicht so viel. Gehen wir da rein. Gut, da ein bisschen ein Auge behalten. Aber als Dinger, als Kontrapunkt so jetzt mal zum Beispiel zu Minecraft, sag ich, noch gar nicht gesehen. Ich habe da heißt Ritualnotizen. The Blessing, The Prayer, The Exorcism, The Rebirth. Okay, wenn er meint. Ah, nice. Eine Schnaps und Flasch. Geht das runter? Ah, jetzt kommen wir runter. Passt perfekt. Als Gegenstück dazu sage ich jetzt mal, mag ich zum Beispiel Minecraft sau gern. Oder eben auch so, kommen wir da runter? Oder zum Beispiel eben heute immer oder Hausflipper zum Beispiel. Ist auch richtig, gefällt mir auch gut. Komme ich da wieder hoch? Doch, scheint. Auge juckt. Stimmt, die hat man auch noch. Das ist irgendeine Abkürzung, ne? Das sind Sammelfiguren. Die haben wir übersehen, die habe ich schon mal gesehen gehabt. Also die übersehen nicht, die haben wir hier liegen lassen, weil wir quasi nicht rein konnten. Weil der Typ keine Brechstange dabei hat. Standardausrüstung in einem Horrorspiel, würde ich sagen. Hier war das Viech drin. Ach, da sind wir runtergefallen. Ne, doch, kommen wir wieder hoch. Mal kurz. Hier ist der. Wir sind irgendwo runtergebrochen, oder? Ah, doch, da vorne. Okay, da unmöglich, dass wir hier wieder hochkommen. Eine Stufe, keine Chance. Wir müssen hier verrecken für ewig. Hilft nichts. Spiele, ich liebe euch. Ich glaube, ob das der richtige Weg ist, ich weiß gar nicht. Ich hoffe. Das war ab. Ach, jetzt sind wir am Friedhof, okay. Oder gehen wir dem Dude mal nach. Einen gewissen Grundabstand, würde ich sagen. Kommen wir durch? Jo, können wir. Da denn da? Okay, jetzt kommt er, das ist belastend. Dreh bloß nicht um, geh aber weiter. Vorher müssen wir auch ganz arg husten.
Ich renne jetzt kilometerweise zurück, ne, und danach bringt es gar nichts wahrscheinlich. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das schaut gut aus. Ich glaube, wir sind drin. Songs of Horror. Das wollte ich als nächstes machen. Genau, das war's. Ja, genau, jetzt sind wir richtig. Das muss ja krass sein. Genau, also als nächstes Horrorspiel wollte ich sagen. Ah ja, genau, stimmt. Hier waren die Leichen sind zwar verbrannt, aber die Klamotten nicht. Müssen richtig sein, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja doch, weil sonst kommen wir da gar nicht durch. Stimmt schon, anscheinend. Ah. Also Ziel ist nach wie vor, dass wir hier zu der Tür herkommen. Die da. Und den Schlüssel haben wir zwischenzeitlich. Ich will nicht zum Schluss wieder alles abrennen müssen, dass wir dann vom zweiten Stock ganz nach oben müssen quasi. Und dann komplett runterrennen, das habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich vor. Nee, so lang. Irgendwo rennt da ein Dude. Das ist ziemlich eng. Okay. Tschüss. Hä? Ach, das war nur eine Tür, alles. Nein, passt schon, okay. Ah, da ist er wieder. Da stravanzt einer rum. Hier ist keiner, das ist gut. Okay, nice. Nice. Was für ein dummer Penner. Mein Gott. Die lila Dinger, ich bin noch nicht draufgekommen, wann die sind, wann die passieren. Ich will da rein. Es kommt auch noch einer, ne? Mein Gott. Wir wollen geradeaus durch. Der Typ aber auch
Schau, vielleicht kommen wir gleich nach. Vielleicht bleibt die Tür offen. Oh mein Gott, ich kann kotzen. Bleib weg von mir, bleib weg von mir, bleib weg von mir. Okay. Ich drehe jetzt nicht um. Hier ist halt kackeneng. Oida, nee, Gott sei Dank. Okay, jetzt. Isaacs Blaupausennotizen hinterlesen. Details für große Orgel. Das Aufteilen in 4 Teile hat das Experimentieren vereinfacht, denn das Lied kann seine volle Wirkung nur dann erzielen, wenn alle 4 Teile in der Reihenfolge abgespielt werden. Aber wie diese Wirkung abschwächen und kontrollieren, wenn die Teile kombiniert werden? Die Lösung ist zum Greifen nahe. Ich spüre es wie eine Melodie in einem Traum. 4-Zylinder-Mechanismus. Cerberus, Hund des Hades. Medusa, die Sirene, der Held. Stifte Musikzylinderverbindung. Okay. Der Held haben wir, glaube ich, und ich glaube, Hades? Ich muss mal schauen. Wir haben Held haben wir und Cerberus haben wir, ja genau, die 2 haben wir schon. Ich kann wieder was spielen. Ich weiß noch nicht was. Für ein Hartonikum, das ist sehr, sehr nice. In dem Moment, wo die Türen offen sind, rennen die auch durch. Also wir mussten quasi hier hin, um die Reihenfolge von den Zylindern zu hören. Mehr geht jetzt quasi sagen wir nicht, denke ich mal. Oh ja. Das ist gemein, weil da hätten wir es wirklich ganz am Schluss mal komplett runter müssen. Das hat schon passt, dass wir es jetzt gemacht haben. Das hat schon passt. Ja, in die andere Richtung, perfekt. Ey, du dumme Drecknarsch. Ach Gott. Ja, okay. Das nicht sein müssen, uns erwischt. Ich glaube, der Weg in den Eindruck hast. Okay. Oh gut, wir sind eigentlich auf der 10 Touch, sagen wir es mal so. Also es war schon. War schon arg arrogant. Dass wir dann vorbeigerannt sind. Oder wie nah, dass wir dann vorbeigerannt sind, sagen wir es so. Okay. Mit raus, einmal durch und hoch. Nice, perfekt. Seltsamer Brief. Haben wir noch nicht gesehen. Ich höre Geflüster über die Familie Williams und die Sünden, die sie begangen hat.
Es gibt so viele Hinweise darauf, dass die Williams keine ehrlichen Menschen sind. Der Anführer dieser kriminellen Bande, Jebediah Williams, ist das Oberhaupt der Familie Williams. Sie sind weit mehr als nur ein einfacher Fischer mit langen Fingern. Das Ganze ist ungewöhnlich und verdächtig. Ich bin mir sicher, dass sie schuld sind an dem verschollenen, dass sie schuld sind an den verschollenen Schiffen der vergangenen Jahre, nicht Jahre, bei Scare Island. Die armen verlorenen Seelen an Bord dieser Schiffe geopfert für den schnöden Mammon. Also die haben wirklich die Schiffe angelockt und quasi dann auf Grund laufen lassen und dann quasi ausgeraubt. Ich bin auf ihrer Insel verborgen und ich werde die Wahrheit herausfinden. An den Gerüchten muss etwas dran sein, wo kein Feuer, da kein Rauch. Die Williams-Familie ist eine Bande von Schmugglern, Dieben und Mördern. Ich werde sie entblößen, damit die guten Menschen die Wahrheit erfahren. Okay. Doppelt handiert. Haben wir 2 Briefe gefunden und die Anleitung. Also in dem vorbeigehen, während dann, dass er in die gleiche Richtung ist, wird schwierig. Ein bisschen nachdotschen, so ganz langsam. Ich komme jetzt in die Richtung, wenn ich huste, ist klar. Bisschen noch. Und schnell durch. Da war einer, oder? Wann kommt er? Kann er nicht ausweichen? Ah, Scheiße. So muss es gehen. Lukas, übrigens, genau, weil ich gerade überlege, oder was mir gerade einfällt, müsste in 2 Wochen, genau, am 28. machen wir so ein kleines, also ich sag mal Real-Life Spieleabend Kategorie, wenn alles hinhaut, vorausgesetzt, dass wenn man von der ganzen Kamera und alles, wenn das alles funktioniert, ich denke aber schon, wäre cool, wenn du da vorbeischaust, würde mich freuen. Aber nicht wundern, es ist quasi dann in der Wohnung von mir, die aktuell komplette Baustelle ist. Also man wird sehen, dass es eine Baustelle ist, sage ich es mal so. Also am 28. Ich habe mir das angedacht gehabt, abends halt dann natürlich, also je nachdem wie es ausgeht. Aber ich würde mich freuen. Ich muss mal schauen, wie ich es mache dann am besten, weil getestet habe ich schon. Also ich könnte theoretisch quasi den Raum, jetzt hier quasi nicht, aber ich habe meinen alten Computer quasi dran. Mit dem könnte ich quasi dann live gehen, das geht. Ich sehe die Alerts. Chat muss ich schauen, wo ich mich hinsetze. Mikrofon ist noch so ein Thema. Ich habe ein Lav-Mikrofon, ein Lavalier-Mikrofon. Mit dem komme ich zumindest ganz klar, aber ich bin noch nicht allein. Das sind da dann 5 Leute wahrscheinlich. Und ich muss schauen, ob man die anderen hört. Aber ich bin schon dabei, dass ich lasse Scheiß wie ja, Eierkartons haben wir besorgt, man quasi an die Dinger an die Wand kleben kann, weil das einfach das nicht so halt, weil der Raum ist leer. Also bis auf die Lichter und das Kamerazeugs, was ich quasi aufstellen kann. Und der Tisch natürlich, aber sonst ist der Raum halt ziemlich krass. Ich habe es aber so gemacht, dass ich einmal schwenken kann. Ein bisschen was sieht vom Raum. Wenn ich mag, also was jetzt muss ich halt aufstellen und die Kamera mal drehen, aber wenn es wen interessiert. Wobei es halt wirklich einfach nach Baustelle ausschaut, nach entkerntem Raum,
Heizkörper ist noch drin. Und... Also hier lang? Ja. Und der Rest ist dann quasi wirklich nur... Noch einer? Oder was? Da ist ein Zylinder drin, ne? Ah. Anscheinend noch nicht. Okay. Ich muss irgendwie wieder rauskommen und nicht wieder zurückrennen. Ach mein Gott, die Tür bin ich blöd. Zurückrennt. Volles Rätsel, ich komme wieder raus. Mega. Okay, einmal durch den Garten durch und wir haben's. Weil im oberen... Ja, genau. Hier quasi einmal durch. Das haben wir geil. Warum nicht, ne? Wenn schon da ist, speichern wir kurz. Einfach gerade durch was, ne? Hier. Da geht da, dann gehen wir da. Das sind nicht angefangen, also müsste alles cool sein. Ja, perfekt. Gerade und rechts. Wo du gerade kommt. Kommst du her oder gehst du rum? Der geht außen rum, dann gehen wir da lang. Werden die immer besser? Oder lasst euch die einfach bloß immer weniger verarschen? Scarepoint. Da lang. Da müssen wir... Da lang. Okay, nice. Wir sind eh schon... Sind wir schon da? Ja, perfekt, 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 perfekt. Ein so einen Typen erst bekommen wir normalerweise, oder? Genau, ja, hier sind mehr, hier sind mehr, hier sind mehr, hier sind mehr. Das ist eine Statue. Da hinten noch, okay. Ja, gut erwischt. Nice. Hier ist nichts, damit lässt man nicht, konnte ich mir nicht umschauen, weil wir nachgerannt sind.
Ich glaube, hier ist nix. Ne, schaut. Okay. Sind wir schon wieder drin. Perfekt. Ich muss leider jetzt echt auf die Karte schauen. Geradeaus links. Okay, das Theater durch wieder. Dürfte keiner sein. Ich gehe jetzt absichtlich da lang. Also, obwohl der ist gerade da. Dann lass es. Man kann nämlich hier drin die Glocken läuten so nach und nach. Dass quasi alle in eine Ecke rennen. Machen wir jetzt einfach so. Können wir hier durch jetzt. Warum ist die Orgel mit den Zylindern? Genau, nice. Und jetzt fahren wir hoch. Zweiter Stock. Ich weiß jetzt schon, dass ich den wahrscheinlich nie wieder hernehme. Okay, die Elisabeth. Oh. Ring, 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 unser Telefon. Thomas? Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. Weißt du, wo er ist? No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Waren wir wahrscheinlich. Wie gelange ich zu dir? Ich traue da noch nicht ganz. There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. In Ordnung, ich werde vorsichtig sein. Wir versuchen es. My uncle was not a man to be trifled with before. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Please take care, Thomas. Endgegner. Okay. Hier ist zu, wie es ausschaut. Ja, hier ist zu. Was sehen wir da? Ein Brunnen? Ah, nice. Nochmal Munition. Haben wir jetzt, ja gut, 8 Stück sogar hätten wir jetzt, weil eines ist ausgerüstet. Oh ja, das passt. Ich würde gerne 2 oder 3 gegen eine Heilung tauschen. Wäre mir lieber. Okay, schon wieder staubig wie Sau. Also wenn wir durch den Staub durchrennen, dann husten wir und dann hören uns die Dudes, die da rumrennen. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Brief von Prudence an Elisabeth. Was, Stolperfallen? Brief von Prudence an Elisabeth. Okay. Meine liebe Elisabeth, auch wenn ich diese Zahlen schweren Herzens schreibe, oh mein Gott. Auch wenn ich diese Zahlen schweren Herzens schreibe, da ich weiß, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, dafür darfst du niemals vergessen, dass ich dich liebe und schätze. Es gibt so vieles mehr, was ich dir hätte erzählen sollen. Dieses Haus und diese Meerestiefen, die es umgeben, sind voller Geheimnisse. Viele von ihnen zu schrecklich, um sie zu lüften. Und ich fürchte, dass ich mitschuldig an ihnen bin. Ich war ein junges Ding, das hin und weg war vom Hochmut deines Großvaters und Vaters, von der Aussicht auf Reichtum und Ruhm durch ihre Entdeckungen. Das ist der Brief von der Elisabeth, mit der wir gerade am Telefon geredet haben. Das ist ihre Mutter. Sollte es im Diesseits eine Gerechtigkeit geben, wie man sie im Jenseits zu erwarten gelernt hat, bezahle ich den Preis für meine Taten. Mein einziger Wunsch lautet, dass nicht auch du für meine Sünden büßen musst. Ich hätte viel mehr machen können und müssen. Am meisten bedauere ich, dass mir die Stärke gefehlt hat, das Gärhotel zu verlassen, dass ich dich nicht von diesem vermaledeiten Ort weggebracht habe, dass ich so dermaßen stark im Bann des Ganzen gestanden habe. Diesen meinen Fehler sollst du jedoch nicht wiederholen. Verlasse diesen Ort, warte keine Sekunde länger, lass dich nicht vom honigsüßen Gesang verführen. Meine geliebte Tochter, vergiss
Vergieße bitte keine Träne für mich. Aber sei dir gewiss, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Deine dich liebende Mutter, Prudence. Die Prudenze. Ach, hier in der Mitte ist gerade. Hier ist kein Stab, okay. Die Prudenze. Okay, ich komme irgendwie raus, abkürzen. Hier gibt es die Karte vom Stockwerk, mega nice, okay. Dass die Karte vom Stockwerk sogar an der Karte einzeichnet ist. Kann man lassen. Hier kommen wir nicht raus, okay, dann ist hier Sackgasse. Okay, bis gleich, danke dir. Kein Problem. Das ist ein One-Hit-Wonder, sag ich denke mal, wenn es nicht erwischt. Alter! Der Penner! Ah, hier gibt es eine Figur. Aber sonst leider nichts. Nö. Schade. Guter Raum zu verstecken ist da unter anderem. Du, ne. Elisabeths Text für das Gegenlied. Sogar ein Kindlein Schlaf an meiner Brust, hier ist's warm, du bist geboren, vor meinem Armen fest umschlossen, mein Herz erfüllt von Mutterliebe, nichts soll deinen Schlummer stören. Niemand wird dir bringen Pein, schlaf ganz still, mein liebes Kind, schlaf ganz süß an Mutters Brust, schlaf ganz still am heutigen Abend. Schlaf ganz süß, du schönes Kind, oh wie sanft du gerade lächelst, was hat wohl dein Herz erfreut, sind die Engel hoch im Himmel, die dir freudig lächeln zu, lächelst du zurück im Schlaf, hier ruhig und still an meiner Brust. Keine Angst, das sind nur Blätter, die da tanzen vor der Tür, keine Angst, das sind nur Wellen, die da murmeln vor der Bucht. Schlafen ganz fest, denn nichts ist hier, lass dich heute das fürchten, denn nichts ist hier, das dich heute das Fürchten lehrt, lächel still an meiner Brust, doch hoch hinauf zum Engelsreich. Okay. Ich habe noch eine Statue gekriegt. Ich habe so das... Was ist das, ein Zylinder da? Wird der angezeigt? Oh. War schon mal besser beieinander wahrscheinlich. Der Bereich. Patrone haben wir gekriegt. Für unseren Ball.
Den Brief lesen wir gleich. Sonst ist hier aber anscheinend nichts. Elisabeths Pläne für das Gegenlied. Meine Weigerung zu singen hat meinen Vater zwar frustriert, aber mehr als eine Verzögerung seiner Pläne ist damit auch nicht erreicht. Jetzt ist er damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie er die Aufnahme vom Gesang der Kreatur mit einer seiner Gerätschaften aufspielen kann. Es muss eine Möglichkeit geben, dem Gesang entgegenzuwirken, seine Wirkung abzuschwächen oder ganz aufzuheben. Eine Melodie oder ein Lied als Gegenmittel dazu, sozusagen ein Gegenlied. Ich werde Hilfe dafür benötigen, doch wie soll ich vorgehen? Ich kann nicht riskieren, das schreckliche Lied in die Außenwelt zu tragen. Vielleicht könnte ich es ja in mehrere Teile aufteilen, wie es auch Vater bei seinen Aufnahmen gemacht hat, und dann 4 verschiedene Komponisten damit beauftragen. Und wen soll ich darum bitten? Natürlich meinen geliebten Thomas, aber wen sonst? Thomas Evans, Matilda Norton, Arthur Morris, Henry Hughes, okay. Wir haben 3. Fehlt uns quasi auch noch ein Notenblatt. Das wir hier wollen wegkriegen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, nice. Wer bist du? Ach, who are you? Okay. Gut, hören wir uns den Ding an, den Zylinder. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, 2 composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? Ja. I need you now more than ever, my love. Also wir sind auch ein Komponist. Wurde uns gleich am Anfang schon gesagt. Wir haben das erste Notenblock gleich dabei gehabt tatsächlich. Da ist ein roten Schimmer rum, oder? Ganz ein leichten. Ja, das geht noch, glaube ich. Okay, hier sind wir durch. Hier hat ein Speicherraum. Ja. Hier, ne? Ah, hier. Das kommt der Riesendude wahrscheinlich. Murderer. Isaac Williams. Hört er mich?
Okay, das ist belastend. Hätte das die ganze Zeit nach. Okay, den Schlüssel weiß ich, habe ich nicht von ihm. Sagen ab. Okay, der rennt mir jetzt quasi nach, okay. Hast verstanden? Jetzt sind wir da. Relativ wenig, merke ich gerade. Nur ein Test, aber. Oh, das interessiert mich jetzt wirklich. Zumindest nicht lang. Leise. Hört er wieder nicht mehr? Hört ihr irgendwas? Welcome back und hi. Ich weiß nicht, wo ich hin muss und ich renne die ganze Zeit von einem Typ weg. Den Schlüssel hat er dabei. Mit er meine ich ihm. Da wollte ich nicht hin. Oh, da glaube ich, ist ganz cool. Okay, ich kann nur runterfahren, ist okay, es passt. Aber er sieht mich, hört mich halt die ganze Zeit, sieht mich die ganze Zeit, etc. Ich kann da unten durch. Ich kann es komplett hier außen, also hier außen rumrennen, kann da rein, dann kann ich da in den Bereich rein. Die Tür habe ich aufgemacht, okay. Ich renne mal da nochmal durch, also hier lang. Muss mal auf die Map schauen. Hier lang. Dann da lang. Dahinter. Ja, zu ist, ne? Scheiße. Ah, komm ich mal vor, ne? Scheiße, okay, müssen wir da wieder umrunden. Kathi, hi! Ahoi! Wir haben gerade mega Dude.
Mega gut, hört uns egal, wo wir sind. Mauser weiß wieder mal nicht, wie er wo weiterkommt. Okay, jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was weitergeht. Es ist leicht stressig, wenn da so ein Typ nachrennt die ganze Zeit. Leicht. Also ich muss den irgendwie wegkriegen, weil der hat den Schlüssel, dass ich da reinkomme. Und hier ist ein Zylinder, den ich haben wollen würde, gerne haben wollen würden tun. Der pumpert auch minimal, ja. Bom, 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 bom. Er mag das Pumpern. Also extra Schuhe gekauft. Also ich meine, hier ist der Raum, ist klar. Wir können hier was aufmachen, aber quasi die Glocke da, ne? Okay. Wir schauen mal in den Raum rein. Hier ist nichts. Du dummer Arsch! Ach Gott! Packt der einfach die Tür durch! Ach Gott! Leute, es geht an. Ach, ich läute die Glocken damit, okay. Wie kriege ich die anderen an? Zweimal die gleiche Glocke läutet. Vielleicht keine Sohlen, da das Tauchergewicht unten dran hat. Hört sich so an, ne? Voll die nice Füße oder auf jeden Fall. Das 2 und 2 bringt auch nichts. Wer pumpert so spät durch Nacht und Wind? Der Georg ist's. Oder der Abraham. Richten. Okay, also I guess. Oh. Okay, das sollten wir vielleicht aufmachen. Die Dinger sollten wir vielleicht aufmachen. Das haben wir offen. Und das haben wir auch offen.
Ich renne dem jetzt eigentlich direkt ins Gesicht, glaube ich. Jo. Okay, jetzt können wir ein bisschen außen. Jetzt können wir ein bisschen rumlaufen. Hier müssen wir rein. Den Schlüssel hat aber er, der Dude. Aber okay, das bringt bei dem gar nichts. Was blöd, ne? Tschüss. Ich weiß halt, was ich machen muss. Das ist ein Problem, das aktuell. Ich kann nach unten fahren. Aber der hat den Schlüssel, dass wir da rein können. Es gibt anscheinend keinen anderen Weg, oder gibt es einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal nicht. Wir haben hier die 2 Glocken. Hast du schon was dazu gefunden, warum der örtliche Rewe keine Sackerl mehr hat? Hä? Lukas. Ich stehe jetzt gerade am Schlauch, glaube ich. Ach so. Weil die alle Kartoffeln... Ach so, jetzt, alles klar. Ja. Weil die alle einen Kartoffelstock am Kopf drauf haben. Ich mache ihm jetzt einfach jede Tür zu, wenn ich das kann. So, also hier wollen wir rein. Hier hinten können wir durch. Wir wollen aber eigentlich hier wieder rein. Geht ja aus. Stimmt, das war sogar eigentlich wäre komplett richtig gewesen. Nein! Ach Gott, ich wollte die Heilung. Moment, na. Ich wollte keine Heilung nehmen. Heilung nehmen, versehentlich. Ja. Einmal. Zweimal. Muss ich irgendwo dagegen laufen lassen? Zur Statue zum Beispiel? Aua. Da hat die Statue. Wir haben jetzt nicht wirklich viel verloren, wenn man der jetzt wirklich wegmacht. Ich würde sowieso, weil ich sehe die Heilung, wenn man habe und der mich ja gerade leicht gerade tierisch auf den Sack geht, auf jeden Fall den Sack. Ist hier eine Tür aufgegangen? Nee. Hä? Wohl da kein Hinweis, ne? Also rennt ab uns einfach nicht.
Die fangen ab. Hat er mich nicht erwischt, der Bub. Aber jetzt erwischt er mich. Okay, jetzt hat er mich. Ja. Jetzt gerade. Nein, ich bin tatsächlich vorhin auch schon mal gestorben. Ich glaube, 2 Mal jetzt, glaube ich. Fragt sich und aus was, ja. Nein, also wir haben hier gespeichert, also es ist kein Thema nicht. Wir sind hier quasi unmittelbar bevor, also in dem Bereich können wir rumrennen, ohne dass er auftaucht. Ich glaube, in dem Moment, wo ich da runtergehe. Wow! Wow! In dem Moment, wo ich da runtergehe, glaube ich, kommt er. Also hier komme ich nicht durch quasi. Ich muss die von der anderen Seite quasi aufmachen, also von hier. Wenn ich da reingehe, dann glaube ich, kommt er daher. Oder vielleicht, ich kann mal schauen, ob ich da rumkomme, aber ich glaube, er kommt mir hier entgegen, glaube ich schon. Hier glaube ich ist sonst tatsächlich auch nichts. Das Kinderzimmer können wir auch machen. Das können wir schon machen. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht dahinter. Ich gehe jetzt mal raus. Speichern uns einen Durchgang schon mal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt quasi hier runter gehen und da gleich runter, ich glaube, er kommt trotzdem. Spannend. Hier. Hier hinten waren wir. Hier sind wir rum, genau, hier ist zu. Was ist die Lösung? Mit der Schrotflinte, sagst. Zurück in den Glockenraum, meinst du? Magst du so ein Kleid haben? Ich mache jetzt mal die Dinger auf. Die Durchgänge. Den da müssen wir noch. Dann schauen wir uns die Kleider gerne mal an. Kann blöd sein, was ich jetzt mache. Der war schon offen. Der ist auch schon offen. Da sind die jetzt alle offen, eigentlich, oder? Hätte ich gesagt. Hi. Tschüss. Moment mal. Wie verrennen kann man sich? Willst du dich
Wie oft willst du dich noch verlaufen? Ja. Pass auf. Jetzt kommt er wieder. Anschlawinert. Ne, was hat er mal da raus? Ich muss 2-3 Mal auf die Mappe schauen. Okay, und dann links und wieder hoch. Aber ich denke, den Speicherraum kommt da nicht rein. Ja, da sind wir jetzt gleich tot. Normal pumpert jetzt hier nur draußen rum. Ja, er kommt nicht rein. Also ich weiß ja nicht, wie groß die war, aber hallo. So. Also Vorschläge. Die sind von Lady, die Dimitrescu, also diese 8, ja, stimmt. Könnten es aber sein von der Art her, hast recht. Könnten es wirklich sein. Wir müssen einfach mal hier rum. In den Raum rein, das ist Fakt. Gehen wir mal hierher. Du hast schon so schwer geatmet? Genau, da sind wir. Jetzt die Frage, wie kriegen wir das Zeug auf? Ich meine, die Dinger leuchten nach einer Zeit. Da haben wir leider keine Hinweise drauf. Irgendwie. Das ist schon wieder gut. Wir haben 2 Glocken. Sammel rechts, sammel links. Ah, okay. Passiert halt irgendwie nicht. Random dran sind. Okay. Ah. Also Starter macht er nicht kaputt. Okay. Stehen, wenn es läutet. Nö. Das ist ja der gleiche Ton, ne? Also das ist kein Unterschied. Nicht. Die gleichzeitig läuten lassen vielleicht. Schneller kriege ich es hin. Ah, gleichzeitig.
Jetzt, okay, hier können wir, jetzt kommen wir überall durch. Ganz hier. Ah. Neue Speicherraum. Zylinder mit Gepumper im Hintergrund. Bom, 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 bom. Das hast wahrscheinlich Techno erfunden. Bom, 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 bom. Also 1897 schon gegeben. Okay, neuer Schlüssel. Ach, das ist der Schlüssel. Das ist der Totenkopfschlüssel, den brauchen wir unten auch nochmal. Nein, nicht hier. Hier. Hier war so eine Figur mit so einem Totenkopf, wo ein Schlüsselloch drin war. Genau, das haben wir auch noch. Düm, das weiß ich nicht, was das ist da. Das schaut irgendwie doch sehr endkampflastig aus. Irgendwie, ne? Ohrschell. Willst du was, wenn das hochgeht? Okay, ich will da nicht drin sein. Aber er soll da drin sein anscheinend. Okay. Das Time ist jetzt wahrscheinlich wieder kassig. Wie haben wir? 2, 4, 6, 8, 10 Sekunden Zeit. Okay. Mal sicherheitshalber, komm, geht nicht mehr scheiße. Okay, wir haben 2, dann heilen wir uns einmal. Also klar, der kniet da und wir telefonieren erst einmal. Elisabeth, bist du da? Yes, I'm still here. I thought you were... Something just... What was that?
Dein Onkel wollte einfach nicht aufhören, ein anderer Musiker, du hast uns alle gebeten, jeweils einen Teil des Liedes zu komponieren. What happened? I could hear the sound of... Wait. I thought I heard something here. Somebody is trying the door, Thomas. I must go. No! No, stop! Stop! Let go of me! Let me go! Get off! Also jetzt wieder will das Spiel, dass wir nicht trauen. Okay, er lebt auf jeden Fall noch. Das heißt einfach nur zugesperrt, das ist kein extra Schloss, nicht okay. Hier wollen wir hin. Aber ja, ich gebe da schon recht, sie hat irgendwie... Aber so richtig vertrauenswürdig ist was anderes, das stimmt schon, ja. Ah, hier ist hier ist der Totenkopfschlüssel, stimmt schon, genau. Eine Sammlerfigur drin. Der war schnell wieder da. Oh, jetzt sind hier andere Dudes. Sirene. Wir haben einen dritten Zylinder. Gibt's hier noch was? Ja, was zum Lesen. Ich muss mal kurz lesen, jetzt warte mal. Der heißt bestimmt still derweil. The Morning Herald. Ausgabe Barer irgendwas. Keine Ahnung, X war 10. C war 100. Und 1000 ist M. Keine Ahnung. Nummer 97. Nummer 97. Ach so. Minus 7. L ist 50, dachte ich. C ist 100. C ist 100, klar. 100 minus 10 sind 90, plus 7 sind 97. Ah, stimmt schon, okay. Sonntagmorgen, 16. Dezember 1894, 20 Seiten, einen halben Penny. Familientragödie sorgt für Verschließung. Für Schießerei wollte ich lesen. Nach dem Tod der Maid von Scare schließt das bekannte Scare-Hotel. Der Ehemann der berühmten Sängerin Prudence Williams schließt die Pforten des Scare-Hotels in Südwales. Isaac Williams, Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, trauert um seine geliebte Frau und nimmt keine neuen Gäste mehr in seinem Hotel auf. Das Scare-Hotel schließt nach nur einem Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritiken erhalten hat und im Mittelpunkt eine Reihe von spektakulären Vorstellungen war, gesungen von der verstorbenen Maid von Scare. Prudence Williams hinterlässt eine Tochter, Elizabeth. Bild von Isaac Williams, Eigentümer des Scare-Hotels, Bild des Scare-Hotel Südwales. Okay. Tschüss. Das ist ziemlich scheiße. Da will ich hin. Okay, Ben ist tot, bist tot.
Rex Wisp für die Geisig. Gott. Also der große Typ, der quasi die immer nachrennt. Und die Kleinen, das ist schon leicht nervig. Minimal. Aber wir haben den Zylinder nimmer. Okay. Wir haben den Zylinder nimmer. Weil ich jetzt zurückrennen muss. Okay, hier links durch und runter. Schau, wann der Pumpertyp wieder auftaucht. Da ist er. Zecken checken. Ich bin einmal gestorben. Zecken checken. Wart hier draußen? Also irgendwo, wo es Zecken gibt, sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich, weil sonst müsste ich ihnen nachschauen. Ist so okay. Also schauen wir uns das nochmal Zecken an und holt sie sich nicht, oder? Vorher so viel Dudel, ne, dass wir hier durchkommen sind. Hier ist der Zylinder. Hier ist nur eine Nachricht, ein Zeitungsbericht, den wir gelesen haben. Ich sehe hier nichts. Ah, hier. Gott, nice. Da kann man auch, das habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt? Ah, jetzt können wir ins Attic hoch in den Dachboden. Dazu ist er den Bergwald reingebaut. Und hat einen Wanderweg, den wir gegangen. Ah, okay. Elisabeths Tagebucheintrag. 22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf der großen Orgel am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schief gelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen. Doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick vom Vater, als ihm klar wurde, was ich versuche, war furchterregend. So hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alle in den Wahnsinn getrieben. Das war wirklich nicht die Wirkung, die ich bezweckt hatte. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinnen. Er kritzelte Worte auf den Treppenstufen mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Ah, okay. Hat es verbockt. Eins. So, der Vogel drauf. Das Fisch, ich sag mal, Fisch ist 1. Falke oder so immer so ist es. Häng ich dir?
Fischfalke ist 3. Ah, jetzt. Fischfalke. Fischfalke Hund. Ich habe gerade ein Horror-Game probiert und ich bin am Türöffner schon erschrocken gekommen, weil machen Sie so gut mit Horror klar. Was hast du da probiert? Strongman und Eaterfisch. Dein Bitterfisch. Also Hund ist 2. Vogel ist 4. Hirsch ist 5. Fisch. Hä? Der Hund ist doch 2. Irgendeins, das mir Steam empfohlen hat, wurde aber wieder deinstalliert. Wie heißt es? Hä? Das ist vorher nicht gegangen. Hier war es wohl angekettet. Ach, von den Leichen hat sie nichts gesagt. Sieh mich nicht an, du Monster. Tagebucheintrag Nummer 2. Ich habe mich auf den Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Reminiscence. Oder so. Gleich mal schauen. Das alles begann mit dieser Kreatur, die unter Scarepoint gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemandem mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Mal. Ich muss kurz nachschauen, was das für ein Spiel ist. Kenne ich nämlich vom Namen her nicht. Ha. Finde ich aber, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, wie es geschrieben ist, weil du hast geschrieben irgendwie oder so. Wenn du mal bei Gelegenheit nachschauen kannst, würde mich freuen, weil ich habe schon mal überlegt, mir ein gutes zu kaufen, aber ob ich das dann spielen würde, ist eine andere Frage. Frag mal Kathi. Kathi kauft sich die Spiele. Spielt dann ab und zu einmal. Okay, also das Viech im Keller ist böse und macht alle wahnsinnig. Ich gehe jetzt besser befreien und lasse es auf alle los. Ja, das ist eine wirklich gute Idee. Ich bin so klug, K-L-U-K. Ja, das ist so eine Sirene, sag ich jetzt mal. Die halt einfach singt, weil sie vor ihm gefangen gehalten wird. Denke ich mal. Wenn es weg ist, dann schwimmt das Meer raus und macht der andere tot. Aber nicht mehr uns. Ne? Na, vielleicht kann man es auch umbringen, keine Ahnung. Das weiß ich immer noch nicht. Bitte, was ist mit mir? Habe ich akustisch nicht verstanden. Ich habe gesagt, weil der Lukas meint, er wollte sich schon Horrorspiele kaufen. Gut ist, also Song of Horror habe ich mir geholt, ist, glaube ich, sehr, sehr cool.
Ich habe keine Kontrolle, das Lied ist zu stark. Und ich habe bloß gesagt, quasi, dass du dir gerne Horrorspiele kaufst und sie ab und zu auch dann spielst. Das meinte ich. Weil er auch geschrieben hat, er hat schon überlegt, ob er sich quasi Gutes kauft, aber was dann spielen kann oder spielen würde, ist die Frage. Ach so. Ja, ich tendiere dazu, das ab und an zu tun. Ja gut, ich kaufe mir sie auch immer und spiele es dann einfach irgendwann einmal. Ich hatte so viele Spiele drauf, die ich quasi nie gespielt habe. Oh, ist er tot? Ich habe noch einen Haufen Munition dafür. Für was habe ich die gesammelt? Die 9 Stück. Wahrscheinlich irgendein Zylinder oder sowas, denke ich mal. Aber die war ja nicht tot, das war ja so ein Schafhund der Puppe, würde ich sagen, oder? Aber die hat immer ganz frisch ausgeschaut. Ja, aber ich glaube, das war eine Puppe. Ja, die wurde vorher entführt, glaube ich. Sie wurde weggemacht. Das war schon sie? Gibt es ein gutes Horrorspiel, das man mal antesten kann? Also was ich cool fand, ich meine, kannst auch gern Kathi fragen, ist At Dead of Night. Ist das so ein Real Life? Du bist quasi in einem Hotel gefangen und musst aus dem Hotel rauskommen. Und der Hotelbesitzer rennt dir quasi nach die ganze Zeit und versucht dich zu erwischen. Ist aber Real Life, also sind wirkliche Filmaufnahmen, die du quasi spielst. Also schaut schon sehr echt aus. Du spielst die Maya. Er schreit die ganze Zeit, Maya, Maya, Maya. Das ist cool. Ansonsten, Song of Horror habe ich selber nicht gespielt. Es gibt so dermaßen viel gute. Ja, A Dead of Night ist bestimmt gut für Leute, die noch nicht viel Horror-Erfahrung haben. Ja, sag ich doch. Stimmst du mir da etwa nicht zu? Ich würde klassischerweise tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem Zeug anfange, ein Resident Evil spielen. Resi geht immer. Doch, das war mal ausnahmsweise kein Sarkasmus, ja. Ach so! Es war wirklich ernst gemeint. Resi hat nicht viel anfängerfreundlich, wenn man nicht so viel Horrorrätsel gemacht hat. Kann man schnell frusten. Mehr, es kommt darauf an, finde ich. Aber, okay, ich habe es wirklich zu zweimal falsch verstanden, aber Dead of Night ist quasi wirklich so, du spielst quasi ein Mädchen, das sich in England mit Freunden trifft quasi, ist ein bisschen zurück, also nicht zurückgeblieben, also ist quasi ein bisschen zurück, und ist einfach einen anderen Weg gegangen, sagen wir es so, und ruft die quasi an. Und die sagen, ja, sie sind quasi schon im Hotel und warten auf sie. Sie kommt ins Hotel, kriegt ihr Zimmer, geht gleich ins Bett, trifft den Hotelbesitzer quasi, der ganz normal ist zu dem Zeitpunkt, sagt dann quasi noch, dass er eine Comedy-Show um 12 Uhr hat, ob sie die anschauen mag. Sie sagt dann quasi, nee, ist müde, geht ins Bett, okay, passt, geht hoch. Und da merkt man eigentlich schon und sieht man eigentlich schon, dass der Hotelbesitzer ein bisschen schizophren ist, sage ich jetzt mal. Zumindest kommt es einem so vor. Und in der Nacht quasi werden dann alle Hotelgäste, also quasi ihre Freunde, entführt von diesemjenigen. Und dann musst du schauen, dass du quasi rauskommst aus dem Hotel. Im Idealfall zum Schluss mit deinen Freunden. Ist wirklich so, du kannst dich, such's mal, schau das mal an. Also es ist leider Gottes, hat es ein paar Fehler bei manchen Rechnern, aber schau da mal At Dead of Night. Katja hat es geschrieben. Ich schau mal noch kurz rein.
Also quasi mitten in der Nacht übersetzt. Ist, schaut cool aus, hat auch was. Ist aber auch ein Rätsel. Also du musst auch bestimmte Gegenstände finden in den Schubläden, in den Hotelzimmern, musst dann quasi auch schauen, dass quasi die Dinge richtig kombinierst und du redest quasi in dem Hotel, das muss man vielleicht noch dazu sagen, du redest mit den Geistern, die in dem Hotel gestorben sind. Und also extra Gerät quasi und du kannst quasi die Geister immer wieder fragen. Du musst quasi schon, also es ist auch ein bisschen so, du musst schon schauen, wo du hin musst und muss man mögen. Project Zero. Warte mal, Moment, ich hab's letztes Mal wieder gefunden. Oh, Moment, da. Ah, Kopfhörer zu kurz. Moment. Quasi der neueste Teil aus der Reihe. Project Zero gibt es allerdings leider nicht für PC, also als Emulator, aber leider nicht für PC. Direkt finde ich schade. Also Lei heißt es in Japanisch, also einfach nur Zero. Im Project Zero war es in Europa, glaube ich, und äh, wie hat es das Ding geheißen? Lei Null, ja doch. Ne, Project Zero, das hat einen anderen Namen gehabt. Das hat einen anderen Namen gehabt. Ah, Alone in the Dark. Weiß ich nicht. Ich kenne kein gutes Alone in the Dark. Fatal Frame. Genau, so hat es geheißen. Genau. Also bei Fatal Frame, ich kann mal kurz nehmen, es ist so quasi so, du hast, deswegen ist die View so interessant gewesen, weil bei der View hast du quasi nur eine Kontrolle mit der Kamera in der Mitte drin quasi. Ähm, Du bist bei Fatal Frame ziemlich am Arsch. Du hast keine direkten Waffen, nicht? Du hast einfach nur eine Kamera Obscura, nennt man sie in dem Fall. Sprich eine Kamera, die mit verschiedenen Filmen betrieben wird und je nach Film quasi kannst du verschiedene Geister oder auch verschiedene, sage ich mal, verschiedenen Schaden machen an den Dingen, an den Geistern. Sind sau cool, muss man mögen. Resident Evil Demo wird wahrscheinlich, wenn es ich war es eine Ego-Perspektive, also Ego-Perspektive wird dann wahrscheinlich das 7 oder der 8. Wenn es eine Demo war, dann wahrscheinlich die 7, denke ich mal, wo man zum Haus drin ist. Also ich habe es, wie gesagt, eben genau das da wieder gefunden. Ich würde das nämlich auch gerne mal spielen wieder. Ich habe es da schon mal durch, glaube ich, aber war Ego, ja, dann war es das 7 oder der 8, ja. Aber ich denke auch, dass das Demo vom 7 wahrscheinlich. Stimmt, die 7 ist ziemlich rumgegangen, das ist richtig, ja. Hat sie recht. Es war cool. Nachteil an dem als Nurigarasu no Miku ist das quasi, also es ist ja komplett japanisch. Ich bin nicht so gut drin, also ich nicht mehr, sagen wir mal so, also, oder in dem ganzen alten Kanji-Zeug auch nicht mehr so gut, dass ich das irgendwie so recht on the fly übersetzen könnte. Also wirklich nicht mehr. Ich verstehe dann grob, um was geht, aber war es dann auch schon wieder ziemlich. Aber Sima Demo, also wenn du spiel doch einfach mal die Demo, genau. Wenn du nicht, also wenn du es noch nicht gespielt hast, was du vielleicht bloß gesehen hast, weil das ist dann, da kannst du ein bisschen einen Eindruck vom Spiel kriegen. Wäre eine Idee. Generell auch mal gerne Demos ausprobieren. Moment. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stapft.
auch auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Es sind beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken, also Kartoffelsäcke. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist schrecklich zu beschreiben. Es ist zu schrecklich zu beschreiben. Hat es aber trotzdem gerade gemacht. It is done. I have managed to make phonograph copies of 3 of my father's 4 cylinders. 3 parts of the Siren Song. The 4th, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren Song to be dispatched to 4 composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Das hier da, Musikmedaillon. Okay, wir sind wieder im Keller. Will ich da reinschauen? Ich glaube, ich will. Ah, ja, genau. Hui! Hui! Tut mir leid. Nix hui. Hui. Ah. Mythologie, da haben wir es doch. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau, das mit seinem lieblichen Gesang Seefahrer in Verderben lockt. Vogel und Frau? Ich dachte zu Meerjungfrauen Vogel und Frau? Aber kann sein, gut. Griechische vielleicht? Das ist Kathi Fitter in dem Bereich, glaube ich. Wenn man was Goreik mag, empfehle ich Corpse Party. Achso, ja, okay. Dann gibt es in der Gore-Kategorie auch noch Outlast natürlich. Das würde ich aber für den Anfang nicht ganz empfehlen, weil man halt sich halt nicht wehren kann, sondern nur weglaufen. Das kann einen schnell super stressen. Outlast, ja gut, Outlast war cool. Der 1er, der 2er war. Naja. Kathi war dabei, ich weiß es. Aber auch schon beide gespielt, das stimmt allerdings, ja. Ich würde tatsächlich, ich muss mal echt schauen, dass ich die Videos alle hochlade. Also auf dem YouTube-Kanal quasi von mir. Ich habe aktuell bloß ein Arc-Video drauf momentan. Also quasi, dass ich die Streams hochlade, so muss ich sagen. Also hochgeladen sind sie auch schon, dass ich es freigebe. Mit Beschreibung etc. Das ist ja mal interessant. Weil da wären nämlich die ganzen Spiele auch alle mit drauf zum Anschauen. Ansonsten, ich schaue mal kurz die Steam-Bibliothek durch. Moment. Moment, aber es gibt so viel gute. Also, es ist eben die Frage, es gibt so viel also PlayStation 2 Zeit, sage ich jetzt mal. Das war die Horrorzeit speziell. Da hat so viele saugute Spiele gegeben dafür. Da war eine ganze Zeit lang gar nichts mehr. Und jetzt aktuell ist wieder. Also, was gibt's denn? Good Cry of Fear is Old. Die meisten kenne ich selber noch nicht, weil ich so nicht gespielt habe.
Onryo. Ich würde Song of Horror definitiv kommt demnächst. Will ja unbedingt. Dark Souls. Nee, kein Horror nicht. Beast Inside, Resident Evil, die Serie. Also Resident Evil ist eine Sache, auch wenn man die alten nicht kennt, wenn man es nicht gespielt hat, in dem Original-Ding, sage ich mal so ganz grob, ist schwierig, quasi, dass man da ja irgendwie noch reinkommt. Also vor allem in das alte System, was die haben. Wenn man es noch mag. Das ist mehr so Retro-Zeug, dann sag ich jetzt mal. Generell Strange Night war auch ganz lustig, glaube ich, ist aber auch mehr so kurz. Dead Space. Dead Space ist saugeil. Das stimmt allerdings. Ist Third Person. Kann man auch relativ einfach einstellen. Also würde ich dann quasi mal empfehlen, wirklich, dass ich einfach Schwierigkeitsgrad einfach mache. Stimmt. Dead Space. Dead Space war cool. Haben wir auch schon gespielt. Dead Space ist natürlich cool. Also ich habe Elder Vale und keine Ahnung, es gibt so viele, so, wirklich so scheiß viele gute Spiele. Ich habe extrem viel halt auf der Playstation damals gehabt, oder auf der Playstation 2, oder habe ich noch. Ansonsten Evil Within. Aber vielleicht nicht so toll für den Anfang. Wobei es wurscht ist eigentlich. Also such das Spiel aus, das dir irgendwie zusagt und versuch's, würde ich sagen. Nicht jeder mag alles, nicht jeder mag jede Richtung von Horror, nicht jeder mag Dead Rising. Das ist halt ein bisschen strange. Ja, gut, Dead Rising ist mehr Splatter, würde ich sagen. Habe tatsächlich selber auch nie, also anzockt, aber nie wirklich gespielt tatsächlich. Es gibt auch viel Müll, ja. Aber wenn man Horror mag, dann spielt man leider auch viel Müll. Das ist tatsächlich. Müll ist immer so eine Sache. Ist immer Betrachtungssache, sag ich jetzt mal. Wenn man sich sagt, okay, man will wirklich nur AAA Horrorspiele, dann bist bei Silent Hill, bist bei Resident Evil, bist bei Dead Space, bist bei so wie B-Movie-Horror, genau. Ja. Also es ist. Ich habe auch viele Horrorfilme angeschaut, die eigentlich gar nicht so gut sind, sage ich jetzt mal. Mei. Man nimmt, was man kriegt, sage ich jetzt mal, wenn man das Genre mag. Aber ich sage, wenn du da ein bisschen, wenn du da anfangen magst damit, ist es vielleicht schwierig. Ich meine, man kann keinen dazu zwingen, irgendwie sowas anzufangen. Drum ist immer schwer, dann was zu empfehlen. Aber Dead Space ist Aber Dead Space ist definitiv eine Empfehlung wert. Meistens ja echt die schlechte sind, umso witziger wird man dann den meisten. Ja, das stimmt schon. Für euch ist es ja auch lustig, wenn es mich reißt in einem Spiel. Mir persönlich ist es wurscht. Also, ich finde das Spiel wieder gut, wenn es mich reißt. Von dem her. Ja, Tito. Ich kann jetzt leider. Ich müsste durchschauen, mir fallen jetzt eigentlich viel nicht ein. Aber zum Beispiel nimm Kathi als Beispiel jetzt. Also, das Username ist not available, ist die Kathi. Black Sheep ist top, ja. Mit Wehrschaf. Zum Beispiel, ja. Aber mag zum Beispiel sehr, sehr, sehr gern Aufbauspiele. Und sie spielt halt wirklich, ich sag jetzt mal wirklich bewusst, und das kann ja nicht böse sein, jeden Dreck an Aufbauspielen. Weil es ja scheißegal ist. Weil sie die Richtung mag und deswegen spielt sie halt einfach auch. Ich meine, ich mag die Richtung auch, aber Kathi liebt halt auf Göttisch. Und
Ich habe jetzt übrigens auch Puristenarchitekt habe ich mir geholt von der Cycle, Kathi. Hausflipper habe ich mir geholt jetzt. Finde ich sau cool. Tatsächlich. Ist zwar kein Aufbauspiel an sich direkt, aber ist auch in die Richtung. Der Escape. Wie heißt der? Ja, ich habe jetzt auch zwei, drei Dinger, die ich auch mal versuchen mag. Aber mein Gott, was es noch gegeben, was auch richtig cool war, Zombie-Film, es stimmt eh, mein Ding dabei ist halt, dass ich auch gern die kleinen No-Names probiere. Ich probiere Early Access und Betas abzugrasen. Ja, genau. Also ich meine, ich weiß, wie es ist mit den Horrorfilmen. Du magst eine Richtung, aber irgendwann kennst du alles. Irgendwann, wenn du eine Richtung, vor allem exzessive quasi spielst, schaust, etc. Ist auch mit Horrorfilmen was der Fall. Ich habe nichts mehr gefunden. Also wirklich vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal. Videotheken, scheißegal, Streamingportale, was es gegeben hat, da war nichts Neues mehr drauf. Was macht man dann? Man geht aus dem ganzen Ami-Deutsch-Schema raus und sucht im asiatischen Bereich. Es gibt gerade Horrorspiele, ist halt ein anderer Horror, aber japanischer Horror, indonesischer Horror. Indonesisch gibt es sogar einiges, weil Home Sweet Home und so Zeug ist jetzt mehr schon auch drauf. Oder wie heißt das andere? Nicht Home Sweet Home, sondern das fällt mir gerade ein. Scheiße. Ist das zweite Teil rausgekommen vor kurzem. Gibt sogar einen Film davon. Moment, ich schaue kurz nach. Ich hab's nämlich. Äh, Araya ist also Spiel zum Beispiel, ich gerade lesen nebenbei. Cry of Fear, Dreadout. Dreadout meinte ich, genau. Ist auch, glaube ich, indonesischer Horror. Ich bin jetzt auch mit den Horrorspielen schon so weit, dass ich ziemlich viel so Indie-Zeug habe und wenn du quasi da einmal reinrutscht in das Genre und einmal das Zeug dann quasi suchst, dann wird das immer wieder vorgeschlagen. Durch das findest du da Objection, das kann man gut machen, wenn im Horror gut drin ist. Asiatischer Horror lehnt sich stark auf Psychokino, das ist für ein schon recht unangenehm. Und abschreckend. Nein, ich sage ja, es war ja kein Vorschlag für ihn, ich sage nur, ich verstehe quasi dich jetzt speziell, wenn du quasi in einer Schiene bestimmt drin bist. Äh, Irgendwann findest du nichts Neues mehr, deswegen kommst du irgendwann immer mehr darauf, dass du die ganzen Betas, wie du sagst, Early Access, was ja auch sau cool ist, Indie-Spiele oder auch Filme, B-Movie etc., dass du quasi in den Bereich reinrutscht und dir quasi einfach mal alles einmal anschaust. Du erwischt 10 Dinger, die absoluter Dreck sind und irgendwann ist wieder mal so eine Perle dabei, sage ich jetzt mal, die wirklich sau cool war dann, die teilweise die AAA-Spiele im Schatten stellt, haben wir auch schon alles gehabt. Und wo ich sage, hey, es ist halt einfach nicht bekannt. Und darum, es ist immer schwierig zu sagen. Also, Grafik darf nicht sonderlich anspruchsvoll sein, mag ich sagen, weil da gibt es viel gute Spiele, die einfach ein bisschen ins Alter gekommen sind oder einfach jetzt grafisch nicht gerade die beste Leistung haben, sage ich jetzt mal. Zum Lukas nochmal kurz, was wir am 28. spielen. Es ist, ich denke mal wahrscheinlich, also ich wäre aktuell für Brettspiel, definitiv. Brettspiel. Also ich weiß, ich habe noch nicht genau ausgemacht, das glaube ich sind 2 Spiele. Wings Swan, glaube ich heißt es, also Flügelschlag. Oder The Descent, also der Abgrund. Ich wäre für der Abgrund, also The Descent. Wir sind zu 5, dann müsste einer quasi einen Overlord spielen, gegen den quasi die anderen 4 dann kämpfen. Mal schauen. Ich weiß, dass es sind so Teile, also so einzelne Bereiche quasi aufteilt. Ich habe es aktuell so geplant, dass man quasi den Tisch sieht, wo man alle 5 sieht quasi komplett. Und dann von oben drauf quasi nochmal der Spielbereich gefilmt wird. Separat, das wird quasi dann oben rechts in der Ecke vom Bildschirm angezeigt werden. So wäre es gedacht. Wenn du nach der Descent suchst, Brettspiel, dann siehst du es. Also wirklich, mal schauen. Ist der erste Versuch überhaupt, so was irgendwie zu machen, und ich sage auch nicht erschrecken, ich filme in einer Baustelle. Muss ich immer wieder dazu sagen. Isaacs Liste über Tote und Verschwundene. Datumbeschreibung Menge. 11. Juni, Mrs. Wainscombe. Achso, Menge, Beute. Spieleabendidee. Zum Aufwärmen 3 Runden Uno und danach eine Runde Monopoly. Danach hassen sich alle. Wir spielen Mario Kart, Kathi.
Wir hassen uns sowieso alle. Aber Uno wäre eine Option tatsächlich. Ich hätte sogar Uno Flip. Habe immer Angst, mich zu erschrecken. Soll ich dann einfach in die Jumpscares laufen? Ich sag mal so, es gibt nachher die Musikerin stellt so viele Fragen, weicht extrem aus, warum? Äh, Es gibt Jumpscares, die offensichtlich sind. Es gibt Jumpscares, die so offensichtlich sind, dass man sich trotzdem erschreckt. Und es gibt Jumpscares, die danach kommen, nachdem Jumpscares kommen. Irgendwie so, also wenn dich, also ich bin neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn dich was erschreckt, das fehlt mir bei den meisten Spielen, Filmen etc., dass mich dann richtig reißt. Darum finde ich immer sau cool, wenn es mich mal reißt. Dann hat sich das Spiel wirklich Mühe gegeben. Ich habe jetzt alle 4 Zylinder, aber mir fehlt ein Notenblatt, oder wie? Mir fehlt aber auch noch ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob die nach und nach, ob wir die alle haben. Chronographen scheinbar bis jetzt alle zum haben. Sammlerobjekte haben wir 12 von 20, okay. Also eines weiß ich noch, was ist. Kommen wir aktuell nicht hin. Es gibt auch genug Spiele, die gänzlich auf Jumpscares verzichten. Das ist allerdings auch richtig, ja. Das stimmt. Naja, ja. Wenn, dann sind es eher so ungewollte, sag ich jetzt mal. Mein damit, dass ich mich schon überwinden muss, in einem Horrorspiel in einen anderen Raum zu gehen. Ach so. Ja, gut, das jetzt. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du stirbst, ja. Oder dass du in den Gegner reinrennst. Aber. Wie geht sie meistens aus? Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht weiß, wohin muss. Sage ich ganz ehrlich. Soll ich die Zylinder einfach da mal einsetzen? Hier? Mal schauen. Wir haben hier noch einen Schlüssel, den wir nicht haben. Und hier können wir noch nicht rein. Hier kommen wir aber auch nicht rein. Warum kommst du nicht rein? Wenn wir hier da irgendwie durch müssen. Aber hier ist zu. Aber hier könnte man hinschauen, da wären wir relativ easy dort. Hier ist der Aufzug. Hier haben wir eigentlich, hier ist der Bereich, wo wir quasi uns verlaufen. Ach, hier ist noch ein Adlerschlüssel, hier können wir noch rein. Hier können wir noch rein. Alles klar. Das ist der erste Stock. Wir sind aktuell im Untergeschoss. Super, toll. Okay, wir sind vorhin zurückgerannt. Jetzt wären wir da gewesen direkt. Ich denke, man muss da einfach ein bisschen reinkommen, dann geht es. Ja, definitiv. Ja. Es gibt ja genug Leute, die es trotzdem spielen und nie reinkommen. Die sich immer wieder erschrecken, aber genau das macht es ja aus. Aber wenn du deine Erschreck aus da, mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Trainieren willst, probier mal Phasmophobia. Die intensen Momente in dem Game sind relativ kurz, dass man gut erholt Zeit hat. Atmen als Bombe und die Runden dauern nicht so lang, dass man überreizt wird. Ja, Phasmophobia hat aber bloß ein Problem. Er braucht Leute, mit denen er spielen kann. Ist ja auch mein Problem. Ich würde saugern spielen. Saugern. Ohne Ende gern. Aber ich habe einfach keine Leute, die mit mir spielen. Kathi, du magst die auch aktuell nicht mehr. Ja, aber online ist kacke. Also.
Das muss man... Phasma hast du gespielt, okay. Also ich spiele sowas gern mit Leuten, die ich kenne. Mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten kann, einfach. Nur dann finde ich, es macht richtig Bock. Gibt Ausnahmen, ich meine, klar, bei Overwatch ist es nicht so wichtig, zum Beispiel so Zeug aber bei Phasma finde ich schon ganz cool, wenn man die Leute hört und die dann auch kennt und mit denen da quasi rumdoktern kann. Aber wenn du Phasma tatsächlich gespielt hast, dann ist das eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du das so... Das zum Beispiel sollte der Jumpscare gewesen sein, glaube ich. Also, kann man gut vorstellen. Oder was? Bringt uns das hoch? Wäre brauchbar. Müssen wir den ganzen Garten durchlatschen. Ah, jetzt sind wir da. Hundi! Hundi! Ich rasiere die alle ohne Scheiß. Trainer glaube ich nicht. Okay, das da lassen. Ich fand's lustig. Ich glaube, dass die Alte ist nicht ganz richtig in der Birne. Die Alte ist nicht ganz richtig in der Birne. Ja. Achso, guck mal, so Hundi vielleicht, ha? Bei jedem Telefonat habe ich das Gefühl gehabt, dass sie so für überbesorgt klingt. Gespielt, schockiert. Ja. Ja. Gebe ich dir nicht unrecht.
Gerade nicht. Ich glaube, das ist absichtlich so synchronisiert. Ach, hier liegen also Fallen drum jetzt, ne? Blöde. Sehr viele. Der hat Spaß gehabt beim Sterben. Das ist rum. Schnell so. Das ist Saft drauf. Bald mit 800 Kilo. Ich denke nicht, dass die Vertonung unabsichtlich so ein oh nein. Ich kann dir gar nicht glauben, dass das passiert ist. So ein Pech aber auch ausgemacht wurde. Ich gehe jetzt offline. Euch noch einen schönen Abend. Okay, Lukas, danke dir. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Okay. Was sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir da. Hier kann man. Ah, hier müssen wir noch 3 anschalten, ne? Das ist das. Nein, das ist Glas. Das ist kein Spiegel nicht. Okay, das ist quasi Endgegner-Teil. Ich kann aktuell nichts umlegen. Hier kann man auch nicht mehr runter. Also, I guess. Hier kommen wir nicht hoch. Aber hier können wir einschalten. Okay. Ich mach mal da auf. Ah, hier kriegen wir wahrscheinlich Totenkopfschlüssel dann. Elisabeths Tagebucheintrag Nummer 4. 25. Oktober 1897. Zuerst dachte ich, dass es mir nichts ausgemacht hätte, diese Kreatur leibhaftig vor mir zu sehen. Aber mittlerweile befürchte ich, dass ich mich auf demselben Pfad befinde, auf dem meine Mutter gewandelt ist. Das Lied hat mich in den Wahnsinn getrieben und auch ich habe das Gefühl, dass ich langsam die Kontrolle über meine eigenen Gedanken verliere, dass ich meinen eigenen Geist nicht mehr lange im Griff haben werde. Meine ganze Hoffnung, diesem fürchterlichen Fluch ein Ende zu bereiten, ruht jetzt auf meinem geliebten Thomas. Ich bete zu Gott, dass er das erschaffen kann, worum ich ihn gebeten habe. Ach so, das Synchro quasi, das Lied, das eine, den letzten Teil quasi. Ich speichere jetzt kurz. Dann hören wir uns das komische Gesülzen an von dem Zylinder. Da muss ich ganz kurz auf Toilette. Die Providence-Kreatur. Okay, ist aus. Brand. Schaut schon so grantig. Oh, das sind die Sirenen. Achso, was an dem, wo er sich angeseilt hat. Ah, genau, hat das vorne was geschrieben. Das haben wir gar nicht gelesen gehabt. Was war das? Mal kurz schauen, du hast vorhin geschrieben, wegen Sirenen, glaube ich, habe ich. Ah, genau.
Naja, Meerjungfrauen sind eher so Ariel, Serena und Nixon sind die bösartigen Hinterlistigen. Genau, das habe ich vorher übersehen gehabt. Okay, sieht man sogar alles. Phonographen 14, 15. Okay, oh, die 5-5 war schon gestorben, zwischendurch schon. Steht sogar dabei. Okay, jetzt. I fear that it is impossible. That it cannot be done. At least not in time. I sit here. Sit at these keys day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others, or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, will be lost. 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 Mist. Okay, ich bin gleich wieder da. Mach kurz Pause. Einen Moment. Ich muss kurz auf Toilette. Moment, bitte. Bis gleich. So. Bitte da.
Was mitgenommen? Hehehe. Das ist ein Stopfschild, den höre ich. Prost. Wir sind, Gabi, Parlament. Das kann nicht mehr lang dauern, das Spiel. Thomas, can you hear? You must stay still when Father's not playing. Den Stuhl. Okay. Thomas, I told you, only move when he's playing. Okay. Muss ich noch drücken? Donnerwetter Blitz. Und schauen. Okay, also
ganz gut. Wo ist er? Ich weiß nicht, ob ich komplett stillstehen muss oder ob ich einfach nur mich bewegen kann, also dass ich einfach nicht gehen. Aber ich denke, ich kann mich... Muss ich es nochmal drücken innen drin? Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich. Da ist er. Anscheinend drin kann ich mich anscheinend. Ich muss gleich die 4. Lampe angehen, wenn ich nochmal drücke. Medaillon. Und jetzt? Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. Okay. Jetzt sehen wir es gleich wie... Hier können wir noch nicht durch, ne? Den Schlüssel haben wir ja noch nicht. Da kriege ich doch den jetzt. Der lebt noch. Wie kommen wir jetzt runter? Ah, okay. Mit dem Schlüssel. Okay, jetzt kommen wir da rein. Alles klar. Das ist ein Projektor. Machen wir mal an. Davor schauen wir gleich noch kurz rum. Ja, machen wir gleich an. Kommt gut. Gute Zylinder, die wissen wir ja. Die haben wir schon alle 4. Ja, die haben wir. Zylinder haben wir alle. Ich will eigentlich gar nicht hier außen rumrennen, oder? Will ich? Anscheinend doch. Okay. Da haben wir den langen Weg. Chronicum, sehr nice. Können wir eine Abkürzung aufmachen, glaube ich, oder? Scheiße. Oder auch nicht. Oder auch schon.
Ah, jetzt kann man da auch rein, okay. Nice. Also nein, können wir gar nicht aufmachen. Schade. Aber ich komme da rein, ne? Jetzt wir doch gerade herkommen. It's a trap. What have I done? Wir können aber nicht gleich da durch. Ja, machen wir. Krabbeln wir durch. Sind wir safe aktuell und müsste nicht einigermaßen passen, weil. Also quasi hier. Gerade und dann rüber. Wir sind kurz vorm Ende auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber uns fehlt ein Notenblatt, glaube ich, eines. Ja, nice. Genau. Und jetzt hier rüber. Aber hier ist zu. Jetzt sind alle Viecher weg, ne? Sehr aufmerksam, was sehr aufmerksam, dass uns da wer Kerzen in den Lüftungsschläger hergestellt hat. Ja, gut, ist klar, ich meine, das will man nichts sehen. Willst du das, Thomas? Nein. Sind wir nicht. Nee, fahren uns gerade durch. Scheiße, der Dude nervt. Na komm, geh weg. Gibt's nix. Du siehst doch eh nix. Der Kartoffelsack am Kopf. Umdrehen, durch die Kerzen latschen, sehr brav, genau. Weit dahinter gehen. Das hört er nicht, ne, alles klar. Das lässt Notenblatt auf jeden Fall. Will ich das aufheben? Ich muss es aufheben. Die Frage, will ich es? Der Dude könnte tot sein, er ist einmal gefesselt. Wir haben's. Wo geht's da hin? Abkürzung eventuell. Ah, zu der Statue könnte es sein, dass wir hinkommen, die uns noch gefehlt hat, die eine. Möglich?
Ja, nice. Jetzt ist ja offen. Bringt mir zwar nichts, aber der Weg ist offen. Nice. Okay, der ist blöd. Was ist das hier? Okay, aber eine Abbildung vom Hotel. Der rennt hier nur lustig rum. Ja, eigentlich nur hier. Zank, 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 zank. Und hier rein. Und hier ist dann Party. Dancing, Romancing. Ich habe nicht gespeichert, das war schon. Okay, also hier ist zu. Können wir die zum Beispiel hier mal herlocken in die Grand Hall. Oder in den Waiting-Bereich. Hier, das ist da. Ist hier wer? Schaut nicht so aus aktuell. Da haben wir jetzt die Dingsbums. Ich will jetzt mal ganz geschmeidig dran vorbei. Was hat denn hier noch gegeben? Who's there? Thomas? Ach, das ist sie, die über uns steht, oder? Who's there? Thomas? Ach, die ist es wirklich. Thomas! My love! You're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Also richtig frisch schaut es nicht mehr aus. Ja, ich vertraue dir. Hier hast du die Zylinder, meine Liebe. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Ich habe noch nicht alle Zylinder gefunden. We need all 4 parts of the siren's song, all of the cylinders, or this will not work. Find them, and quickly. I'll hide here until you return. Okay. Diese Option. Wir machen es Have you found them? Do you have all the cylinders? Also was machen wir zuerst? Ja, ich vertraue ihr. Hier hast du die Zylinder, meine Liebe. Oder nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Ja oder nein? Was machen wir? Also wir werden eh beides machen, aber jetzt für den ersten Durchgang. Okay, dann trauen wir mal nicht. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren's song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Wir spielen selber weiter. Thomas? What am I doing? The counter song, yes.
We need to end this. End all this misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. Okay. Oder eigentlich weg von. Also wer das große durch. Okay, macht. Braucht bloß ein bisschen länger. Ein Licht entstand. In the eine neue light, new harmony was found. Old chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Ich spiele das andere Ende aber auch noch. A Wales Interactive Game. Wales Interactive. Bin ich gespannt. Hundi lebt noch. Hundi. Musikstatuetten fehlen uns 5. Dokumente haben wir 4 nicht gefunden. Warze hat es geschafft, ja. Okay. Fortfahren. Wohin möchtest du denn fortfahren? Moment einmal. Doch, passt schon. Ja, bitte. Voll nice, Gratis-Heilung, weißt du? Wenn man da reingeht, kackt man gerade auf den Kopf, fällt es auf sie drauf. Ich habe mich gerade verlaufen. Da wollen wir rein. And now. Is that you? Thomas! My love! You're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Logisch. Ist schon schaut. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Nur einer. Thank you, Thomas. There will be a place for you. Ach so. Logisch. Sonst mache ich das mit einem Zylinderneimer.
Ja, bloß wenn der Ziel quasi eh zu denen dazugehört, oder machst du Zylinder einfach, ja gut, obwohl das einfach Gas bleiben nicht. Okay. Kill it for me. Papa sagt mach, oder Onkel sagt mach, das ist Papa direkt. Papa hat Zylinder auf. Das ist das Silber wahrscheinlich, denke ich mal. Aus Tod und Chaos erwuchs eine From neue death Ordnung, and discord ermöglicht came durch den new Eisenwillen, der order, dafür nötig war. through the iron will necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Der Rule. Okay. Wells Interactive. Ein zweites Mal. Hat sich nicht viel verändert. Bin ich gespannt, ob es noch was gibt. Okay, gibt gar nichts mehr quasi. Alles klar. Das sind nur die Schwierigkeitsgrade quasi. Ja, nice, wir haben es durch. Perfekt. Ich hab's gewusst. Jetzt ist die Frage. Frage. Was wollen wir denn da machen? Die hat nimmer alle Heferl im Frühstückskastel. Na, hat's nicht mehr gehabt, das ist richtig. Hat's nicht mehr gehabt, das ist richtig, ja. Ich würde jetzt tatsächlich, muss ich ganz ehrlich, zwar komplett andere Richtung. Aber ich meine, bisschen. Habt's Bock? Bisschen Hausflipper noch? Eventuell? Also zum Runterkommen, sage ich jetzt mal. Zum Einschlafen, ja genau, meine ich ja, zum Einschlafen. Weil ich glaube, ein neues, also Song of Horror mag jetzt dann demnächst anfangen. Das kennst du, glaube ich, auch, Kathi. Unbedingt. Pflicht. Aber heute, glaube ich, noch anzufangen dafür, glaube ich, da kommen wir nicht allzu weit, glaube ich. Back for Blood Beta. Mighty, habe die. Ich hab's tatsächlich nicht drauf, ich habe mir schon angeschaut. Ich hab's da in der Wunschliste drin, Back for Blood. Aber
Dazu musst du erstmal installieren, das sind 19 GB. Beta ist super. Jetzt kommen wir uns alle raus. Ja gut, okay, dann hauen wir es nebenbei drauf. Lad mal nebenbei runter. Ja, ich lasse nebenbei runter. Also es ist der 16. Das am Morgen. Also. Okay, gut, heute ist der 14. eigentlich gewesen, der 15. jetzt auch schon. Ja gut, okay, dann geht's direkt noch. Ja, mal schauen. Vielleicht machen wir es morgen. Mal schauen. Eventuell. Montag. Ah, okay. Moment mal, Spielaufnahme. Ich muss kurz umstellen. Das Spiel ist also blöd, ne, aber ich finde trotzdem cool. Ja, ich habe das ein bisschen rumprobiert. Fliesen legen können wir noch nicht. Auf Fliesenkraft hätte ich schon. Was machen wir dann? Befreie mich von diesen schrecklichen Farben-Süßer. Eher nicht so, hä? Zweites Bad nötig, Badezimmer und Werkstatt, Kitschhaus, Haus zur Renovierung, Haus streichen, Wohnbunker. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovieren habe. Ein paar haben wir schon gemacht. Ich habe mir schon gedacht, vom Bunker. Oh mein Gott, leck mich am Arsch, was ist los? Ich brauche ein Regal für Vorräte. Ach Gott. Okay. Hi. Immer daheim. Oh mein Gott, das ist für eine Couch. Volles Zebra. Volles hat die Bild vor so einem Ast, ne? Okay, Garage. Da ist Bunker, da ist Bunker. Okay, Rosenfüllen. Ich will alles abgrabbeln, wenn wir hier schon drin sind. Das ist direkt da. Was sind das für Risse da? Egal. Ich bin der Magneto. Ich kann das mit den Fahrrädern. Geht an mein Auto. Dauert bloß länger. Voodoo, 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 Voodoo. X-Men! Alter, ne. Oh mein Gott. Ein Haus flippert mal ein bisschen. Spiderwebs, oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie das dann ausschaut. Oh mein Gott. Yeah. Was, das Zeug ist nicht gut, oder? Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Soll ich wissen, was der Abfall ist davon, oder was? Gott, muss ich wirklich einzeln in das Zeug? Nee, muss ich nicht, oder? Mach ich trotzdem.
Wenn schon so gammelig grabbelt hier die ganze Zeit die Kakerlaken, dann machen wir es auch. Mineralwater. Backerl Reis. Macaroni mit Reis. Das ist Reis. Der gute Kakerlakenreis, wer kennt das nicht? Sie können es da kommen dahinter. So rumkrabbelt, ne? Was machen wir mit Kakerlaken? Wie wird man die los? Weiß doch jeder, oder? Man staubsaugt's. Voll weg. Okay, Witz. Wir staubsaugen die wirklich weg. Voll blöd, ne? Hast du Haustür, Kathi? Sie, haha, da passt's. Ich würde ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich ist es ein volles dämliches Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem extrem chillig, finde ich. Den gibt es glaube ich auch, oder? Es gibt irgendwie ein Roshi sogar als Haus, also ein Ding von Dingsbums, weißt du schon? Dragon Ball. Geht das? Ich glaube schon, ne? Irgend so ein Inselhaus kann man glaube ich kaufen jetzt. Also ganz regulär kaufen, also als Ding, als im Ingame kaufen quasi, nicht als DLC, sondern als ganz normale Sache. Okay, das geht hier nicht. Aber Water geht dann rein. Ja, ich weiß, dass ich nicht aufräumen muss, aber ich mag gerade. Hab gerade dezent Lust dazu. Ich räume es dafür ein bisschen unordentlich ins Regal rein, das passt dann auch wieder. Tun wir nur Reis zu den Bohnen, das passt gar nicht. Was? Leute laufen amok. Nein! Thunfisch zum Senf, das geht nicht. Okay, das soll eine Toilette sein wahrscheinlich, denke ich mal, oder? Was ist denn hier noch? Oh mein Gott, die Gläser sind dreckig. Ernsthaft? Ich muss die Gläser mit den Schrubber abbüsteln. Du? Was ist denn da noch? Direkt vor mir ist noch ein Fleck. Ah, jetzt ist er weg, okay. Okay, Toilette, Dusche, Waschbecken. Toilette. Ne, wir wollen eine eckige Toilette. Moment mal. Na gut, wurscht, einmal das. Ist ja nicht unseres, ist ja wurscht.
Und das ist Waschbecken, das ist so links duschen, das ist der Toilette, ja. Hallo. Hallo. Dann eine Dusche. Dusche, Denton. Die haben wir raus. Na, vielleicht ein bisschen groß für den Raum. Immer die Omini-Dusche. Ach Gott. Weißt, alles was man machen will, geht nicht. Nimm mal die da. Einbaudusche. Geht alles? Wieso geht der nicht? Geht er nicht? Doch, jetzt geht's. Ging doch irgendwo gerade. Hä? Hier springt es ab und zu grün. Oh mein Gott. Es ist Stopsel runter drin, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Nehmen wir doch die da. Wird runterkommen, ne? Papp, Benübel drauf. Hui. Rahmen drauf und Dusche drauf und dran. Hineingepöpelt. Armatur drauf, festgeschraubt. Oh mein Gott, ernsthaft? Die anderen Duschen waren viel nicer, die komischen eckigen. Die sind leichter zu montieren. Okay. Was machen wir jetzt eigentlich gerade? Ernsthaft? Ich hab also die Dusche war ich zum ersten Mal ein, tatsächlich. For the first time of his life. Jo. Passt. Typisch. Waschebecken. Waschebecke. Gut, im Groben stimmt's ja, also. Ich habe schon mal Waschbecken montiert, ja. Im Groben. Ist gar nicht so falsch, was der da macht. Oder sie, wen immer mehr spielen, das weiß man nicht. Okay, nice. Sand, ja, Sand, ne. Was ist das? Okay, der war jetzt relativ. Na, 80% haben wir noch.
10.000? Du? Ich rüste jetzt dann auch Wohnbunker her. Ach, Gegenstand kaufen müssen wir ja noch. Stromturbine, hau raus. Ja, kommt da einfach wurscht. Kühlschrank mit Spülbecken. Muss jetzt schön sein. Muss bloß Geld kosten. Wir müssen das Zeug kriegen. Schrank mit hängenden Regalen. Etagenbett. Also auch noch. Ich hätte das Regal wegmachen sollen, ne? Das andere. Das passt schon. Nur geht alles. Zerankow-Feld kriegen wir auch noch unter. Okay. Taugt. Passt, ne? 12.000. Nice. Okay. So Geld, wenn wirklich kriegen wird, ne? Hausstreichen, Hausrenovierung, Zeit. Also ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt bis jetzt. Wir haben noch ein zweites Haus. Haus nach einer Überschwemmung, da habe ich bloß angefangen, quasi das ein bisschen herzurichten. So hat es ausgeschaut tatsächlich, ja. Das Außen so vergibst, haben wir noch nicht. Hier drin ist quasi aktuell nur so, also haben wir noch nicht. Noch nichts gemacht. Können wir auch noch herrichten. Steckdosen zumindest machen vielleicht. Das System finde ich ja voll komisch mit den Kabeln, dass man sich recht. Ich glaube, irgendwelche Skills haben wir, glaube ich, auch zum Verteilen. Wenn man Skill nennen kann. Hier haben wir noch eine. Schauen wir kurz, was wir hergeben, was wir machen können. Verbesserungen. Aufräumen 50% schneller. Ultra-Hypermob machen wir. Was immer das ist. Und Verputzer. Halte bis 10 Fliesen oder Paneelen gleichzeitig und lege sie um 75% schneller aus. Schnellere Montage kommen. Ja, geht wirklich schneller. Okay, nice. Vorher zittert das immer so richtig rein, so. Ein bisschen festzwirdeln hier. Gut, haben wir. Na gut, hier noch. Komm. Machen wir die Steckdosen durch und dann machen wir noch einen Auftrag. Weil ich gar nicht weiß, ob ich jetzt alle machen mag. Oder streichen wir die Bude hier noch. Das Innen haben wir es schon gestrichen, zumindest einfach mal weiß grundiert, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier links unsere Interessenten, sage ich jetzt mal. Die aktuell nichts dazu sagen. Außer wie schön sauber das Haus ist auf einmal.
Bei den Hausflipperhäusern frage ich mich immer, wie die Häuser noch stehen. So viele abgebrannte Steckdosen drin sind, ja, das stimmt wirklich. Also das ist wirklich wahr. Hier verstehe ich es da bei dem Haus, weil es eine Überschwemmung war quasi. Dass die bei allem einen kurzen gegeben haben und dass die verrostet sind. Okay, lassen wir eingehen. Vor allem sind es ja meistens nur so Papperdeckel-Event, wenn du ehrlich bist. Okay, jetzt verkauft man die Häuser überhaupt? Da machen wir nur Aufträge und richten wir so nach und nachher. Ja, Bock haben. Weil anbauen, glaube ich, können wir ja. Das Outlet ist Plastik, das rostet nicht. Das sind Flecken vom Kabelbrand. Ja, das Innere. Das ist rostig da. Und das ist safe rostig. Vor allem, wenn es ein Kabelbrand wäre, dann wären die Kabel hier auch im Arsch. Voll. Aber echt, wie ist das Rost? Das ist aber, hier verstehe ich es noch. Es hat so Steckdosen mit Metallabdeckung gegeben, tatsächlich. Aber schaut hier komisch aus, das stimmt allerdings auch. Also hier nochmal live, das ist definitiv Rost, ja. Normalerweise ja, normalerweise schon. Also wir haben tatsächlich auch noch eine Steckdose gehabt, der alte, die quasi verbaut war in der Wohnung in der ehemaligen, quasi wo es die Baustelle ist. Da war auch noch Metallgehäuse dran, tatsächlich darf man glaube ich gar nicht mehr haben. Vor allem waren die noch ohne Schutzleiter, ne? So 2-Phasen-Zeug. Da war es quasi ein Duderleiter. Wie hoch der Lichtschalter ist, ne? Ah, ich bin gebückt. Ich denke so. Ach Gott. Die sind cool, okay. Denen fällt nichts, obwohl dieses Wasser drin gestanden ist. Die ist auch cool. Die anderen haben wir schon, ne? Dann haben wir uns ein paar Heizungen rein, würde ich sagen, oder? Heizkörper. Wasserinstallation eines Heizkörpers. Nein, brauchen wir nicht, wir brauchen einen Heizkörper selber. Ich so, das ist doch nie Rost. Er so, Alter, der Lichtschalter ist auch für einen NBA-Spieler. Wir sollten nicht so. Ja, vor allem habe ich nicht gemerkt, dass ich gebückt bin. Das hat schon passt. Das wird nix. Ah doch. Das wird Premium, Kathi. Das wird das Beste. Wird vielleicht schwierig. Aber es ist das Beste. Auf jeden Fall blöden Heizkörper, verdammt. Heißen die Heizung nur? Heizung. Ah, okay, das ist wirklich Heizung. Schau, was war das Ding? Ach, bei Anschluss sind die drin, okay. Was habe ich? Ja, durch Heizung habe ich schon gefunden. Machen wir die Heizkörper überall rein. Hier im Gang brauchen wir keinen. Aber chillig ist schon, finde ich. Chillige Mucke dazu.
okay ist aus. Finde ich auch, ja, wirklich. Also, wie gesagt, ich habe ja auch schon ein bisschen gespielt jetzt heute, weil ich immer wieder Arbeit gehabt habe, quasi nebenbei. Und wieder, wenn ich so eine halbe Stunde Zeit gehabt habe, also dann im Freibereich, sag ich jetzt mal, dann quasi immer wieder mal kurz ein bisschen gespielt. Ach, die Anschlüsse habe ich schon weggemacht. Was holen wir uns für eine Dusche? Die da, ne? Ist das ein Oschi? Lecker mich am Arsch. Ich schaue auch gerne diese Hausflipper-Serie mit meiner Momsch und Schwester, ist aber nicht immer ein bisschen schwierig, wenn man in der Branche arbeitet. Ach so. Stimmt, du bist ja. Ja, es ist halt in den Dingen in den Serien ist halt extrem viel, also ist halt eigentlich nicht extrem viel, eigentlich alles gestellt. Das ist das Problem. Was ist denn das da? Ach, Duschinstallation. Machen wir so, ne? Geht sich das aus? Brauchen wir kleinere, ne? Dusche Omini. Ist Dusche Omini kleiner? Die steht halt auch über, ne? Fast wie wir einen kleinen Bad hier oben haben wir auch Ewigkeiten gesucht, bis wir Dusche gehabt haben, die passt hat. Na komm, wird besser, egal. Ja, geht schon. Spritzt ein bisschen raus, ne? Komm, ihr Türen, merkt keiner. So, Waschmaschine brauchen wir auch noch. Eine Waschmaschine. Nehmen wir die immer. Nehmen wir die immer. Haben wir einen raus. Du wirst nicht wissen, was ich so alles gesehen habe. Da würde mich so eine Konstruktion nicht wundern. Ja, also du... Mein Problem ist, wir haben daheim auch schon so oft umbaut und so oft was gebaut und wir haben schon so viele Handwerker da gehabt. Ja. Wo ich wirklich sage, teilweise komplett ohne Hirn. Also das muss er... Normalerweise muss ich das... Muss man sehen. Geht gar nicht anders. Wobei, sagen wir haben jetzt zwar viele Sachen, die wir selber gemacht haben, sind auch ein paar so Spezialbauten, sage ich jetzt mal, die halt so funktionieren. Geht auch. Aber stimmt schon. Gerade, dass du da schon ein bisschen mehr gesehen hast, das kann schon sein. Okay. Eine Waschmaschine ist drin. Dann brauchen wir noch einen Scheiß aus. Das ist wirklich Scheiß ausgestimmt. WC. Ach Gott, unbedingt das. Oder küssendes WC. Katzmilang. Gott, nein, wir brauchen ein eckiges Klo. Liebe für eckige Toiletten. Dann brauchen wir einen Scheißpapierhalter.
Das ist voll das Luxusding, was an goldenen. Und Le Vache Begin. Den da auch. Passt da hin. Mal schauen, wie es ausschaut. Ich kenne das Ding nicht, mal schauen, wie es ausschaut. Gehört so. Das muss spritzen. Ja, geht doch, oder? Die Tür geht nicht mehr auf. Aber ich will so gerne ins Bad, ist doch cool. Also mit Dusche drin. Er hat sogar noch einen Badwannplatz. Wenn die Heizung rausschmeißt. Gibt es eine große Heizung auch? Jo, gibt's. Also immer aufdrehen muss gerne. Ja, passt, okay. Gut, Heizungen haben wir drin. Hier auch. Hier auch. Bades eingerichtet, okay. Okay. Doppelt, hier draußen nachher mal Licht. Alter, ist, oh Gott. Ist nur in den Räumen angeht, wo wir gerade sind? Ne, oh mein Gott. Das ist gar nicht nervig. Genau, die Taschenlampe ist auch überhaupt nicht hell. Okay, wo ist eine Haustür? Das ist Terrassentür, dann ist das ihr Wohnzimmer, ne? Machen wir mal Türen rein. Oder nein, machen wir es mal außen fertig. Was für eine Farbe kriegt unser Häusl? Jetzt kommen wir überhaupt hoch da oben. Das streichen wir wahrscheinlich nicht, ne? Ah. Was für eine Farbe nehmen wir dann? Schmutziges Rosa. Sehr dreckig. Schmutziges Rosa und junge Blütenknospe. Grün. Ich wollte scrollen. Das ist das gut. Sowas von grün. Okay, grün mag ich, passt. Schweres Grün. Gibt nur ein Grün. Gibt nur ein Grün. Ein gutes junge Blütenknospe wäre grün. Da Frühlingsgras, Limone, Limone? Oder reife Birne. Birne. Frühlingsgras wäre nicht ganz so krass. Oder Pistazie.
Frühlingsgras, okay. Ja, gefällt mir auch, passt. Ich glaube, gescheiten Becher. So würde ich auch gerne ausweisen. Dann würde es mir auch gefallen. Pistazie haut ultra rein, okay. Also vergibst Tom hier quasi schon. Was ist das da hier? Ach Gott, muss ich das... Okay. Das ist angegipster Fensterrahmen, ne? War das innen irgendwas angemalt? Bestimmt. Aktuell nicht, tatsächlich. Adventure Map. Schau mal. Oh, ich kann das quasi gar nicht übermalen. Jetzt. Ah doch, kann ich schon. Aber das habe ich ja schon angemalt. Ach so, Innenfarbe. Gut, mir weiß halt einfach. Versuchen wir es mal. Also aktuelles Innenfarbe einfach weiß. Ich will mal kurz testen. Ah, das ist super super. Das da? Er macht aber nicht. Ich habe es schon mal angemalt. Also er übermalt es auch nicht. Also jetzt schon. Mach das die Innenseiten vom Fenster erst, wenn du den Raum hast. Achso, ja, habe ich schon. Ich habe die Räume, die Fenster alle gestrichen, von Haus aus schon mal. Also, es war ja am Anfang war das alles dreckig. Ich habe es bloß weiß gestrichen, dass ich es einfach einmal streich. Unten siehst du nicht, wenn wegen dem Fenster. Achso, okay. Ist es so gedacht, was ich gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es gibt da ein Gerüst dafür, glaube ich. Aber die linken und rechten Innenseiten, die habe ich gemacht. Ah, jetzt bin ich da reinkommen. Hier quasi die da und die da habe ich gemacht, die zwei. Aber sieht man quasi hier auch nicht wegen am Fenster. Anscheinend. So wie es ausschaut. Ich hasse Streichen ohne Ende. Also in echt hasse ich Streichen ohne Ende. Kann mir jeden Scheiß machen lassen, das ist egal, aber Wände streichen hasse ich für die Pest. Ja. Wenn es so einfach gehen wird wie hier.
Sowas kann ich noch streichen, die Decke, ne? Guck. Hier müssen wir noch weiß machen. Sowas meinst du, ne? Das glaube ich sieht man innen. Ah, nicht einmal. Ah, das sieht man. Ja, okay. Man könnte es natürlich so machen. Und man macht es weiß. Lassen wir mal so schauen mal. Weil wir über Holzverlautung so dermaßen fett drüber streichen, dass sämtliche Fugen zu sind und ein glattes Putzgrau rauskommt oder Putzfarben. Wo habe ich eine Leiter? Ich kann den noch nicht, ne? Da muss man die kaufen, kann man schauen. So hoch geht doch. Spiel bescheißen. Ich brauche kein Gerüst, ich kann hochspringen. So, wir streichen jetzt die Außenseite fertig und machen wir den nächsten Auftrag noch, was man gibt. Verkaufst du die Häuser nicht mehr wieder, Kathi, oder bist du da eher so richtig herbhaltig und machst Geld durch Aufträge? Es gibt ja die unterschiedlichsten Leute in dem Bereich. Oder verkaufst du wahrscheinlich berufsbedingt auch. Was mich wundert, dass sich jetzt aktuell keiner meldet von den anderen Typen da links. Wir müssen jetzt auch langsam kapieren, dass das Haus immer schöner wird, oder? Oder mögen die kein Grün? Wie gesagt, die Fresse. Schwebender Kübel. Ich war gerade. Achso, jetzt war ich nicht mehr. Na Schmarrn. Die Links quasi sagen nichts da aktuell dazu. Ob du die Häuser quasi generell bloß herrichtest oder ob du die auch wirklich verkaufst, dann quasi, das meine ich. Also. Ich sage, wahrscheinlich wird es berufsbedingt sein, dass du sie auf jeden Fall verkaufst. Es gibt ja einige, die wirklich die ganzen Häuser einfach wirklich nach und nach herrichten, dass sie es einfach haben. Und ich werde schon dafür, dass ich verkaufe so nach und nach die Dinger. Ich verstehe das System links noch nicht ganz, was die machen. Die bieten ja, glaube ich, auf das Haus dann so nach und nach, glaube ich, die ganzen Typen. Ich verkaufe die auch, aber ich lasse mir halt super Zeit. Ah, okay.
das so noch? Also, da ist noch bei. Habe ich noch gar nicht verputzt, sehe ich gerade. Deswegen melden sich die nicht. Ich habe irgendwann die Meldung gekriegt, dass quasi noch irgendwas verputzt gehört. Ich habe nicht gefunden, was. Jetzt gleich weiß ich's. Machen wir gleich. Wir werden eh noch Farbe brauchen, denke ich mal. Ich packe ja auch jeden Millimeter mit Deko und so zu. Ah, okay. Deko. Deko ist der Dolphin. So wie so ein Long Arm Johnson. Mit. Geht so auch. Leiter, wenn man ein Geländer hat, weißt du. Also wenn du fertig bist, kannst du eine Aktion starten. Ah, okay. Ich dachte, die sagen die ganze Zeit, was sie wollen, auch, dass man quasi für manche Leute attraktiver macht, das Haus. Hätte ich mir auch gehabt, irgendwie. Sterben. Hätte es gar nicht gesehen, tatsächlich, wenn es nicht nochmal geschrieben hättest. Okay, Gips brauchen wir. Wir brauchen Gips. Die Gypsy Gips. Gips. Was? Weil eine Aktion dauert das. Da dauert das. Also kostet was, meinst du, okay? Reicht's noch? Okay, jetzt müsste eigentlich alles. Ich lese gleich weiter. Und es kann sein, dass sie dann weniger bieten, als du ausgegeben hast. Achso, okay. Aber schaut doch schon mal ganz gut aus, oder? Von außen. So ein kleines Grünviertel. Aber kann man nachschauen, was die wollen für das Haus? Also sieht man das irgendwo? Welche Leiter und Gerüste? Ein Käufer hier. ...20 Jahre Student denkt nur ans Lernen. Okay, kann sich quasi eh nichts leisten. Der Dolan Trask. 57 Jahre alt, Steuerbeamter, die Hauptsache ist, so wenig wie möglich zu bezahlen. Okay, verkaufen wir nichts. 27 Jahre Stylist, sucht nach einem modernen, stilvollen Haus. Der schaut älter aus, obwohl er 40 ist, wie der 57 ist. Kauft ein Haus zur Vermietung. Ein Investor. Partys, Chicks und Alkohol. Der Muckis. Okay. Ich würde sagen, kaufen wir uns mal Türen, ne? Tür. Irgendeine dunkle. Ah, fuck. Geht das? Gut, passt hier nicht so wirklich rein, aber die Information, was sie wollen, schaltest du durch
Kommentare frei, die sie bei den Auktionen machen, glaube ich. Ich habe es immer wieder vorher, also beim Ding, jetzt kann ich selber nicht mehr reden, beim Herrichten vom Haus, so nach und nach haben sie immer wieder gesagt, ja, es ist noch einiges zu verputzen, es können auch einiges gestrichen und so Zeug. Ich brauche mehr Platz. Solche Dinge haben sie immer wieder gesagt mal. Das meinte ich quasi. Aber damit das in der Info steht. Ach so. Die soll vielleicht nach außen aufgehen. Tut es trotzdem nicht, aber es wurscht. Das ist die einzige, die anders aufgeht. So, ich gehe mich auf jeden Fall. Mein Hirn schläft schon 3/4. Er schlaft schon 3/4. Okay, Kathi. Gute Nacht. Nacht. Back for Blood Beta ist heruntergeladen. Perfekt. Jetzt schauen wir uns die morgen mal an. Könnte man eigentlich machen. Wie schaut's aus, Bernhard? Mighty? Geht es schon Koop? Küche, ha? Die Tür kann man rausreißen. Die Back for Blood Beta hat er gerade runtergeladen von mir auch. Jetzt gerade in dem Moment. Frage, warum wir die morgen eventuell mal anschauen. Wäre Option. Ob ihr Bock habt. Das ist mehr so Küche hier, gell? Ja, haben wir vor, ich spiele eh schon die ganze Zeit. Also ihr wollt es morgen eh versuchen, oder was? Ja gut, okay dann. Also ich kann halt erst aber abends erst aber Viertel nach 8, halb 9 wieder. Aber wenn ihr auf mich warten mögt. Gut, ist das Küche markiert. Machen wir jetzt so einen Auftrag. Wird schon hinhauen. Na gut, okay, dann falls sich die anderen mal fragen, oder falls, ich glaube, Maite ist gar nicht mehr da. Oder kannst du sagen, dass ich quasi gern dabei wäre. Was machen wir denn noch? Haus zur Renovierung.
Horseman einmal. Alle Türen aufmachen. Okay, was grünt ist hier? So einmal, weil es so ging, ne. Gut. Jetzt haben wir so einen Mob und so ein super Ding. Super, duper, 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 duper Mob. Der geht ruckzuck. Perfekt. Rucki die Zucki, die geht's da damit. Ah, leck. Also gut, okay, das Ding brauche ich auch. Das Teil ist schon richtig nice. Hier noch. Und hier noch. Hier noch. Ah, das ist ein Abfall, okay, nice. Hier ist nichts mehr drin. Aber hier noch. Da noch. Weg damit. Alles weg. So die Fenster putzen noch. Fenster auf, da stinkt's. Aber Back 4 Blood habe ich gesehen, ist glaube ich auch so ein bisschen eine Mischung, oder? Also es ist quasi so Kombi aus ja, es hat so, ich mag es auch nicht Rollenspiele in der Welt, das Schmarrn, es hat so Skill-Tree-Kategorien, in dem du irgendwelche Karten, glaube ich, hast, das Zeug. Irgendwie so habe ich es gesehen, glaube ich, oder ich habe noch nicht viel drüber gesehen. Aber irgendwie so ist mir irgendwie vorkommen, zumindest. Ah ja, okay. Hast du auch irgendwie richtig mitgekriegt. Aber spielst du alles Beta oder hast du schon gekauft, das Spiel? Beta, oder? Beta, okay. Ja, wieder. Ja, mal schauen, ich werde es auch versuchen. Ich habe es ja schon am Schirm gehabt, das Spiel wirklich komplett, aber eben irgendwie noch nicht realisiert, dass die Beta nur bis morgen geht. Das war mir irgendwie dazu. So kurzfristig jetzt fast schon. Aber es passt eh optimal. Dann gibt es morgen kein Mario Kart. Gibt es morgen Back 4 Blood. Schluck auf. Gibt's auch, das ist gratis. Okay, Heizung dran. Das ist ein größerer Auftrag, ne, den wir gerade gemacht haben, glaube ich. Ich schaue mal kurz in den nächsten hier noch rein. Okay, Apfel weg. Ich will auch noch Heizkörper.
Zack. Die Dinger dran, die Dinger dran. Na komm. Aufdrehen. 180 Grad passt. Fenster reinigen müssen wir noch. Flur ist fertig. Das ist auch fertig, okay. Hier Küche. Fenster reinigen. Okay, ist auch fertig soweit. Flur sind wir durch, wir gehen raus, fast da. Hier müssen wir einiges machen. Machen wir gleich. Hier ist fertig. Und hier müssen wir was kaufen. Grau und königliches Blau. Okay. Und hier ist aber nur eine Fensterreinigung, okay. Okay. Und hier. Montiere die Geräte der Heizung. Ach, dahinter, okay. So ungut, weil mit den komischen Wischmoppen ist meine Heizung so, meine Heizung, ist meine Maus so grob. Gar nicht gewohnt, dass ich so viel bewegen muss mit dem Ding. Okay, du geh mal kurz weg. Dann einmal Heizung. Passt. Gut, dann Couch wieder dran. Schön die Heizung verdecken, also klar. Jo, passt, perfekt. Einmal frei. Sind wir auch durch, oder? Nee. Ah, doch, passt, sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier wollen wir noch das Fenster reinigen, das erste. Machen wir sauber. Dann kaufen wir die Möbel mal ein bisschen rein. Die der hier haben will. Erstmal streichen in schläfriges Blau. Okay. Schläfriges Blau. Ah, okay. Jetzt kaufen. Passt. Hast du das Grill-Ding vergeben? Ne, kann man nicht. Scheiße, okay. Einfach mit dem Heizkörper gestrichen, ne? Ja gut, wenn es geht, warum nicht, gell? Und bam, rauf damit. Passt. Gut, die erste Wand haben wir gleich. Baut man noch ein paar Dinge rein. Ein paar Gegenstände haben wir das schon mal wieder. Und dann geht es noch weiter mit dem nächsten. Türe zu. Okay.
war halt so praktisch. Überleg mal, du könntest hinter Gegenständen streichen. Oh mein Gott. Das wäre so nice. Es würde schon reichen, wenn man einfach so gleichmäßig streichen könnte. Das würde mir schon reichen. Vor allem so, ohne irgendwas anzutropfen. Ohne irgendwas abzugeben. Das wäre halt schon geil. So, einmal blau. Blau, 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 Blütenzian. Jawohl. Okay, haben wir es. Na, Farbe könnte reichen sogar. Ja, nice. Kriegen wir sogar ein bisschen Geld. Perfekt. Ein Bett, solid. Moment. So, jetzt. Wie komme ich auf das Ding, auf den Bildschirm hin, wo ich was kaufen kann? Werkzeuge, Türen, Fenster. Ah, gut, solid. Gehen wir es mal ein. Okay. Gibt bestimmt schönere, aber mein Gott, wenn er es will. Computertisch. Ah, dunkel. Oh mein Gott, voll der Computertisch, ne, leckt mich am Arsch, du. Oh mein Gott. Der. Wow. Wow. Also das ist. Oh, wow. Wow. So stellen wir einen Computertisch vor, ja. Aber richtig massiv, also. Bürostuhl, oh mein Gott. Ja, komm, hau raus. Passt zu dem Tisch. Computer brauchen wir keinen, oder? Schrank Charles und ein Buffet Mal. Mal ist Ikea, ne? Ja, schaut verdammt danach aus. Gehen wir jetzt einfach da dran. Und ein Schrank wollte noch, ein Schrank Charles, glaube ich, gell? Charles. Jetzt kaufen, okay. Fenster zu. Sind wir fertig? Jetzt sind wir auch fertig. Jetzt sind wir auch fertig. Und hier auch. Hier auch. Hier gehen wir rein. Wir müssen später noch rausmähen und so Zeug. Ah, hier müssen wir noch was machen. Okay. Ja. Das Fenster aber noch gar nicht gereinigt, okay.
wir gleich zu. Wurscht. No. It will leave stripes. Wieder schläfriges Blau, okay, hätten wir gar nicht verkaufen brauchen. Mal die Fensterrahmen da, das nervigste. Okay, haben wir. So, ein zweites Fenster. Und ja gut, haben wir das vorgestrichen am Eck, das passt schon. Da unten noch. Okay, reicht nicht mehr. Wieder auftanken. Gut, dann Blau-Weiß, Bayernzimmer. Müssen wir noch ein Außenmuster reinmachen. Schauen wir uns gleich mal an. Verbesserungen. Streiche 2 werden die gleichzeitig, Streiche 3 werden die gleichzeitig. Streichen 50% schneller. Ja, komm. Was streiche ich 2 werden die gleichzeitig? Na, ich glaube, die Geschwindigkeit macht das mal schnell. Ja, das passt, glaube ich. Das ist okay. Die Geschwindigkeit ist ganz nice. Das nächste wieder mehr Wände gleichzeitig streichen, das wäre gut. Okay, die Farbe ist echt ewig. Wow. Dann haben wir das gleiche, oder wie? Auch wieder das komische Bett. Haben wir alles drin. Solid. Kaufen. Freuen. Dann haben wir den Schrank Choice, machen wir ein Dunkel. Den tun wir jetzt daher. Dann die Kommode brauchen wir noch. Das Buffet. Kommt da in oder gleich Nachtkastel. Dann der Computertisch in Anführungsstrichen. Der kommt da ins Eck. Da so hin. Und der Stuhl dazu. Jawohl, passt. Okay, haben wir auch. So, noch einen Raum, glaube ich. Das kannst du mal zulassen. Der da, ne? Grau und königliches Blau. Ich würde interessieren, wie ich dazu komme, dass ich die Übersicht Aufgaben. Ah, da. Ah.
Jetzt ist bloß die Frage, was soll was werden? Zwei Wände grau, zwei Wände blau. Das ist so der... So wie ich es vorgestellt habe, so wie jetzt quasi das, was lila ist, machen wir einfach dann blau, I guess. Versuchen können wir es. Ich hatte schon mal bei irgendeinem anderen Haus. Ich habe es aber nicht zusammen. Also ich glaube, ich bin auf 96% gekommen. Ich habe es nicht kapiert, was ich da machen muss. Ich bin, egal wie ich es umdreht habe, irgendwie ist kurz wieder weniger geworden und dann wieder mehr. Okay. Haben wir die da noch? Wieder mal noch mehr. Der müsste schon passen. Das Steuerstreichen ist schon mega geil. Also das ist schon deutlich einfacher. Okay, 65%, okay. Passt, also das gefällt ihm anscheinend. Jetzt königliches Blau. Okay, es wird mehr. Dann kriegen wir es das mal hin. Ja, gut, wird mehr. Das ist der Indikator hier wirklich deutlich einfacher, zwecks den zwei Farben von Haus aus schon mal. Das kann vielleicht sein. Das wird deutlich einfacher sagt. Oh, ja. Jetzt kommen wir auf die 100, das passt perfekt. Optimal und ideal. Ah gut, kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld zurück, passt. Wir wollen das Doppelbett Hermes. Okay, kaufen wir. Kommt unter das Fenster. Dann, was brauchen wir noch? Doppelte Kommune Mall. Auch wieder dunkler. Die kommt jetzt da dran. Oder, was haben wir noch? Schrank Vira. Muss jetzt keinen Schönheitspreis nicht gewinnen. Ist ja nur eine Renovierung. Oder die Galerim. War dunkel. Ah, schaut ganz cool aus tatsächlich. Das kommt da dahin. Okay, Auftrag beendet. 100% 11.000, ne? Für so ein Scheißdinger. Alles klar, wenn er meint. Machen wir so. Okay. Ah Gott. Aber ich würde sagen, für heute belassen wir es. Kindergarten. Kindergarten? Okay.
Trennwand, okay. Das bestehende Badezimmer befindet sich genau über dem Zimmer von Oma. Okay, ist sogar mitdacht. Ich bin zu blöd. Ich habe sogar mitdacht wegen dem Ding, wegen dem Anschluss quasi. Wegen dem Wasseranschluss. Respekt. Oh mein Gott, ernsthaft, voll die Blumen. 4. Schauen wir mal kurz an, wo wir hin müssen. Da hinten, da rein? Das circa alles raus haben, okay. So einfach, wenn es ging. Hier quasi einfach die... Okay, das ist ja mega easy. Irgendwie schief ausschaut, ne? Sind das 2 Eingänge? Ja, es sind sogar 2 Eingänge. Machen wir auf der Seite. Wir hätten 3 Mal machen können. Was können wir uns eigentlich leisten mit der die behaarte Wand ist zwar gestrichen, ist, glaube ich, bringt das aktuell nichts, weil wir es eh umstreichen müssen. Also wir gehen jetzt her und machen wir die weiß. Weißwände. Jawohl, kaufen. Ah ja, das Ding. Wenn man reinzuttelt. Was ist eine andere Farbe? Gut, das nächste war einfach hier Farbe, das ist schon mal ganz cool. Würde mir aber wurscht sein, glaube ich. Was brauchen wir? Garagenregal, sagt er. Ein Stuhl. Wenn er meint. Standard-Schreibtisch. Und das dritte war noch 2 Regale, okay. Das ist relativ großzügig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, man kommt von draußen, ne? Gut, macht Sinn. Ah, und zur Garage kommt auch gleich. Ja gut, okay, das macht wirklich Sinn. Das macht wirklich Sinn. Das streichen wir jetzt. Fliegen zu Geistern. Komplett. Einmal alles zusammenpickt. Farbe so dick drauf geschmiert, dass bloß noch.
Alles pappt zusammen. Fugen durchpickt. Nie wieder der Fliesen runtergebracht. Okay, nice. Taugt. Was wollen Sie? Wie Sie wollen einen Teppichkreis. Okay. Das mehr nicht ist. Toilettenpapierhalter. Machen wir erstmal. Machen wir erstmal Toilette da. Wurscht, was für eins. Komm. Kommt da hin. Fertig. Okay, steht ein bisschen im... Ja, komm, egal. Was kommt da hinten hin? Dusche? Haben wir echt Dusche, ne? Ist Dusche da? Und die Deckel aufmachen. Hier ist Waschmaschine, ne? Dann ist das der Waschbecken. Was ist das der Dusche normal, ne? Hat schon gesagt. Wir brauchen eine andere Dusche, hilft nichts. Eine Badewanne. Komm, kriegen Sie gute. Okay. Ja, nice. Toilettenpapier, was kommt da hin? Kann man in eine enge Dusche oder ja, machen wir eine Waschmaschine, ist egal. Machen wir die immer wieder. Kommt die nicht hin, dann kommt die da hin. Okay, I guess. Warum auch nicht? Pflanzen wir die Waschmaschine hin. Trommelsicherung raus. Dass man die vorher rauskriegt. Naja, beschweren wir uns nicht. Okay, mal nice. Waschbecken. Waschbecken, was nehmen wir? Was so eins da? Ja, passt. Muss sein. Okay, nice. Haben wir auch. Jetzt noch Dusche. Dusche wird schwierig wahrscheinlich, glaube ich, ja. Und Toilettenpapierhalter kann man schon mal machen. Kaufe. Machen wir mal dahin, einfach wegen der Dusche. Die Anschlüsse nicht machen, ne? Doch, habe ich schon. Ne, habe ich nicht.
ging es ja vorher nicht. Ah, doch, eine Eckdusche. Ja, Eckdusche geht schnell. Passt. Ruckzuck und Tür rein. Perfekt. Drin ist goldenes Händchen. Schnellere Vergipsung, schnellere Montage im 100%. Halte bis 10 Fliesen oder Paneele gleichzeitig und lege sie manchmal Fliesen. Das Geil wird später interessant und bestimmt auch nervig, wenn wir es nicht machen können. Gut. 100%. Beenden, jawohl. Was haben wir noch drin? Mail. Kitschhaus, Haut streichen, Kindergarten, Bunker. Okay, das Streichen. Ich muss wahrscheinlich reinräumen. Haus streichen, Afif. Das war das mit dem Amanrote Wände. Das habe ich nicht kapiert. Man könnte es quasi nochmal machen, oder wie? Wahrscheinlich kann man die jetzt. Das ist sogar echte Zeit, ne? Tatsächlich. Haben schon 33.000. Browser. Die zwei können uns. Die quasi ist das Haus der Schildkröten, genau. Macke. Schildkrötenhaus. Ein Hackerloft, ein langweiliges Haus. Haus, das etwas verbirgt. Garage mit Bunker. 120.000, wow. Schlechter Effekt. Hackster-Haus. Ich fände es cool, wenn es so Geister-DLC geben wird. So Phasma und Hausflur wird gemischt. Haus auf dem Mond, ernsthaft? Allein zu Hause? Der Kevin. Familienhaus, Haus von St. Martha Myers. St. Martha Myers. Haus eines jungen Ehepaars. Männerhöhle. Nicht bewohntes Haus. Bunker von Onkel. Bunker vom Onkel. Altes Haus mit Bunker. Rosa Königreich. Oh mein Gott. Haus einer wechselhaften Frau. Okay, ein bisschen was können wir schon kaufen. 2 können schon. Ach, und hier quasi die Hauspreis, genau, hier sieht man quasi Kauf von Möbeln. Verkauf von Möbeln, hier quasi sieht man, was man. Hier waren Fotos da. Ja, genau, oh mein Gott. Krass. Aber schaut schon anders aus jetzt aktuell. Einräumen müssen wir es halt noch. Also machen wir das nächste Mal. Bad haben wir schon gemacht, komplett. Das passt. So ein nettes kleines Bad, würde ich sagen. 206 Quadratmeter. Meins jetzt hinter mir hat, glaube ich, hat 4. Also noch ein bisschen kleiner, aber ich habe keine Waschmaschine drin. Heizkörper ist an der Wand dran. Dusche. Toilette, Waschbecken, ja. Dachfenster sogar noch mit Dachschräge. Aber es ist tatsächlich sehr geräumig für die 4 Quadratmeter. Wirklich sehr extrem geräumig tatsächlich. Hier kommt Küche rein, haben wir gesagt, genau. Hier dann Esszimmer. Wohnzimmer. Ah, hier gibt es auch noch was. Was gibt es? Das Sofa? Gibt es eine Couch? Nein. Doch. Das ist ein Couch-Tisch quasi. Irgendwas richtig Fettes. Sofa.
Okay, das schaut cool aus. Breites Ledersofa, voll die Powder-Couch dann. Rechts dunkel, links dunkel. So. Wie schaut das aus? Geht das? Knapp, 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 knapp. Ist die kleine Heizung oder die große Heizung? Da richtig rum? Nee, der war falsch rum, ne? Schade. Was ist mit der kleinen Heizung? Die da. Da geht es besser.
Check soll denn, ne? Da kann man was reinbauen. Hier nicht. Ja, komm. Egal, machen wir es so mal. Das war stark. Das war nicht schön. Wäre das cool, wenn das komplett gewesen wäre. Gibt es noch ein breites Ledersofa? Der da. Okay, wir machen aber Verlust, wenn wir was verkaufen, ist klar, einerseits. Gut, eigentlich, auf der anderen Seite, warum nicht? Ja, gut. Du wirst das hier das Wohnzimmer. Schau, gefällt mir nicht. Kann man sich einfach mal einen Tisch schon groß. Ist hier Durchbruch? Nee, das ist doch. Das ist ein Esstisch. Esstisch aus Holz. Okay, ich würde sagen, haben wir die Räume mal so einigermaßen aufteilt. Ja. Hier ist das Schlafzimmer. Ne? Da fährt das Doppelbett rein. Schaut cool aus. Mami? Kann das was? Okay. Ja, komm, geht schon, ne? Schaut noch rein danach. Wird schon. Okay, aber ich würde sagen, für heute beenden wir. Knacks. Okay, gut. Schön war's. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also morgen wahrscheinlich sowieso auch schon, wenn wir die Blatt vor. Wie heißt Back for Blood? Back for Blood? Back for Blood, genau, die Beta morgen ausprobieren. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Und gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. So, nochmal danke fürs Zuschauen. Und gute Nacht. Wir sehen uns morgen und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, okay. Dann, Moment, ich beende mal kurz schon nebenbei. Spiel verlassen, Hauptmenü. Hausflipper. Okay, dann nochmal